Ja, hallo, liebe Anwesende. Mein Name ist Michelle Fröse-Kuhn. Ich bin die stellvertretende Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit und Diversitätsmanagement. Und ich habe die große Ehre, heute das erste Diversity Panel der Universität des Saarlandes zu eröffnen. Und das am Tag gegen Homophobie und am Vorabend des Deutschen Diversitätstages. Nun, für uns ist in der Stabsstelle Chancengleichheit und Diversitätsmanagement das Thema Diversity natürlich immer extrem interessant. Aber die vielen, vielen Anmeldungen, die wir bekommen haben für dieses Event, haben uns ganz klar gezeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben. Ähm, Natürlich wissen wir, dass es auf dem Campus der Universität des Saarlandes viele Diversity Player gibt. Wir haben eine Diversity Policy, ja, die besagt, dass Chancengleichheit und Gleichberechtigung eine Querschnittsaufgabe für alle Mitglieder der Universität des Saarlandes sind. Wir haben jetzt gerade eben die Charta der Vielfalt unterschrieben. Das sind alles gute Fakten, wichtige Schritte, aber was besagt das wirklich über den Grad von Wertschätzung von Diversität an unserem Campus? Sind wir schon ein diskriminierungsfreier Campus? Wir werden sehen. Wichtig ist aber auch, Diversität hier sichtbar zu machen, ihr eine Stimme zu geben. Und genau das wollen wir heute tun. Aber nicht nur eine, wir geben ihr viele Stimmen und viele Gesichter. Viele Gesichter gibt es de facto auch bei uns in der Stabsstelle und ich möchte nicht versäumen, kurz das Team vorzustellen, beziehungsweise zumindest mal zu benennen. Da ist zum einen Estelle Klein, die werden Sie heute noch ein bisschen länger hören. Dann haben wir Dr. Claudia Floren, Manuel Bob, unsere Ronja Frank und last but not least Tara Sched. Neben dem Team CDM gibt es aber noch ein weiteres Team, das ich heute noch ganz kurz vorstellen darf. Und das ist unser Moderationsteam, das sich bereit erklärt hat, heute durch den Abend zu führen. Es handelt sich hierbei einmal um Lina Daschary, die sehr viel Internationalität mitbringt. Sie hat also französische, deutsche und kolumbianische Wurzeln. Sie ist ein sehr engagierter Mensch und hat deshalb auch einen Preis vom Bundespräsidenten bekommen und arbeitet intensiv daran, dass unser Campus insbesondere für ausländische Studierende ja, inklusiver wird. Eine andere Perspektive, aber nicht so verschieden vielleicht, hat Mario Lahmann, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Messling interkulturelle Kommunikation arbeitet. Und er hat einmal das wissenschaftliche Interesse an Themen wie Kolonialismus und Rassismus oder Antikolonialismus und Antirassismus. Er belässt es allerdings nicht bei einem theoretischen Interesse, sondern ist auch aktiv außerhalb des Campus und freiwillig in der AG Antirassismus. Bevor wir nun quasi medias in res gehen, möchten ich, dass noch zwei Menschen, die sehr viel geleistet haben für diese Veranstaltung, etwas sagen werden. Das passiert gleich. Vorher noch zwei, drei kleine technische Hinweise. Sie haben festgestellt, dass Ihr Mikrofon ausgeschaltet ist. Das hat organisationstechnische Gründe. Aber bitte diskutieren Sie mit uns, diskutieren Sie im Chat und unser Team im Hintergrund wird Ihre Fragen und Inputs sammeln und an passender Stelle an das Moderationsteam weitergeben. Nicht zuletzt weisen wir hier noch einmal darauf hin, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Das heißt also, wenn Sie nicht sichtbar werden wollen, dann schalten Sie einfach die Kamera aus oder benutzen Sie einen Avatar. Wir werden die Aufnahme nach der Veranstaltung auf unserer Webseite zur Verfügung stellen mit Untertiteln und englischer Übersetzung, um das Event noch
inklusiver zu machen, auch für Personengruppen, die vielleicht besondere Unterstützung brauchen oder die aufgrund von Familienverantwortung jetzt im Moment nicht teilnehmen können. Okay. Ich möchte nun weitergeben an meine liebe Kollegin Tara. Tara hat darum gebeten, ihren Input in englischer Sprache zu machen. Das ist im Sinne von Diversität auch völlig in Ordnung. Tara, it's your turn. Go ahead, please. Thank you, Michelle Frozekun. Hello, everyone. Good evening and a very warm welcome. I'm Tara Sheth, and I am delighted to have you all here today. As a Diversity at ODS project coordinator, and in my last 3.5 years here in Saarland, I have observed that Saarland University is a diverse university, diverse community. Some aspects are very well supported and some are not. Some aspects are empowered and some are not yet. And I think the whole idea of putting this event together for me was to make our shared and unshared experiences visible. And I hope today each one of us takes some constructive feedback so that we can make this place a more acceptable, a place where we all can belong, because it's important for us to assert and accept who we are within this community. So I invite you all today to enjoy and participate in this event. Thank you. Ronja, over to you. Ja, auch von meiner Seite aus zunächst vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen heute Abend. Wir haben uns sehr gefreut, dass doch so viele Anmeldungen reingekommen sind. An dieser Stelle möchten Dara und ich zunächst mal die Gelegenheit nutzen, um erstmal ein großes Dankeschön an alle Personen zu richten, die bei der Organisation und bei der Durchführung des Panels heute Abend mitwirken und mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank gilt dabei natürlich Mario und Lina, die sich dazu bereit erklärt haben, die Diskussion heute Abend zu moderieren. Und natürlich unseren DiskussionsteilnehmerInnen, die sich heute mit ihrem Wissen und ihren teils wahrscheinlich auch sehr persönlichen Erfahrungen hier einbringen. Insbesondere Letzteres erfordert sicherlich auch immer ein besonderes Maß an Mut und Courage und ich denke, das sollte auch besonders wertgeschätzt werden. Wie Dara bereits angesprochen hat, sind wir uns als Stabsstelle natürlich darüber bewusst, dass der Rahmen einer Veranstaltung wie heute nicht ausreicht, um Diversität in all ihren Dimensionen und in all ihren Facetten abzubilden. Und deshalb sehen wir die heutige Veranstaltung vor allem als eine Chance, einen Dialog und eine Entwicklung über die heutige Diskussion hinaus ins Rollen zu bringen. Und als Organisatorin dieser Veranstaltung hoffen wir dabei, dass wir alle mit der heutigen Podiumsdiskussion einen Beitrag leisten können zur Schaffung eines Raumes, in dem alle Menschen in ihrer Einzigartigkeit gesehen, akzeptiert und wertgeschätzt werden. Und damit würde ich das Wort weitergeben an unser Moderationsteam, Mario und Lina. Vielen Dank, Ronja. Ja, also ich bin Lina. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Und dann würde ich dann direkt anfangen, auch die Panel-Mitglieder vorzustellen, beziehungsweise zusammen mit meinem Kollegen Mario Lahmann. Ich möchte auch kurz Hallo sagen, ich weiß nicht. Ja, sehr gerne. Ja. Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Danke an die ganze Stabsstelle Chancengleichheit und ganz besonders auch an Dara und Ronja für die ganze Arbeit, die ihr reingesteckt habt. Ich glaube, das wissen wir alle sehr zu schätzen. Lina, dann stell doch gerne vor, die Leute vorzustellen. Let's go. Also als allererstes möchte ich natürlich Latifa Achtebas begrüßen. Sie hat algerische Wurzeln und ist hier in Saarbrücken aufgewachsen. Sie studiert an der UDS Französische Kulturwissenschaften, interkulturelle Kommunikation und BWL. Sie arbeitet seit einigen Jahren in einem Consulting-Büro, das mit Nordafrika und mit Europa zusammenarbeitet und kommt so auch mit Vielfalt in Berührung. Und sie engagiert sich außerdem auch noch seit ihrer Jugend in dem Verein AISA, NGO International. Und steht so quasi für einen interreligiösen Dialog ein auf vielen Ebenen. Dann haben wir natürlich, vielleicht möchtest du Hallo sagen, Latifa. Hallo, danke für die Vorstellung und ich freue mich auf das heutige Gespräch und ich danke auch Ronja und Dara für die Organisation und ja, ich freue mich.
Dankeschön. Dann haben wir natürlich auch Lukas Redemann. Einigen ist er bestimmt auch bekannt. Er ist ja schon seit einigen Jahren hier an der UDS und ist sehr aktiv. Er studiert den trinationalen Master Border Studies hier an der UDS in Luxemburg, an der Universität in Lorraine und natürlich auch an der TU in Kaiserslautern. Er ist studentischer Senator, Vorsitzender des Studierendenparlaments und Mitglied in zahlreichen weiteren Gremien und Ausschüssen hier an der UDS. Er hat während seines Studiums hier an der UDS auch zahlreiche Auslandsaufenthalte gemacht. So war er beispielsweise in Kanada, Indien und Senegal und hat ebenfalls einen Bachelor in französischer Kulturwissenschaften und interkulturelle Kommunikation. Er setzt sich seit Jahren für mehr Teilhabe von internationalen Studierenden in der Hochschulpolitik ein und steht für eine diversere Hochschullandschaft und für bessere Studienbedingungen. Genau, vielleicht möchtest du auch kurz etwas sagen. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Vielen Dank für die Einladung und auch von mir danke ans Organisationsteam. Vielen Dank. Als nächstes kommen wir zu Quentin Sanguet. Er kommt aus Kamerun, er studiert auch interkulturelle Kommunikation, diesmal aber im Master und setzt sich auch im Verein der afrikanischen Studierenden im Saarland ein und ebenfalls bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Saarland und befasst sich dort auch mit Themen rund um die politische Bildung und Gesellschaftsanalyse aus einer afrikanischen Perspektive. Ja, hallo, ich freue mich, da zu sein und begrüße euch alle zu dieser kurzen Veranstaltung. Ich freue mich. Vielen Dank. Dann komme ich natürlich auch zu Estelle Klein. Sie wurde vorhin schon benannt. Sie leitet seit 2021 die Stabsstelle Chancengleichheit und Diversitätsmanagement hier an der UDS. Und sie ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und hat einen europäischen Hintergrund. Sie hat beispielsweise die deutsche und französische Staatsbürgerschaft, aber auch Familie in Polen, in Kroatien oder sogar in Spanien, was natürlich auch ihr weltoffenes Verständnis von Miteinander sehr geprägt hat. Liebe Lina, ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf einen sehr spannenden Abend und möchte an dieser Stelle nochmal dem Organisationsteam herzlich danken und alle Teilnehmenden auch begrüßen an der Stelle von meiner Seite. Ja, ich glaube, dann übernehme ich. Wie Sie alle wissen, es ist ein riesiges Panel. Sie haben 8 Panelistinnen und Lina und mich. Also mache ich es kurz und stelle die letzten 4 Menschen vor, die heute Abend mit uns diskutieren werden. Und ich habe die Freude, mit meiner Kollegin Aurore Reck anzufangen. Aurore, vielleicht kannst du zuerst kurz Hallo sagen, weil dann sieht man dich auch, während ich dich vorstelle. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die spannende Diskussion. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Aurore Reck, für alle, die sie nicht kennen, schreibt ihre Promotion über den Integrationsbegriff. Da sind wir schon gleich bei einem zweiten Begriff, um den es heute Abend wahrscheinlich gehen wird, neben der sogenannten Diversität auch um die sogenannte Integration. Mal schauen, wo wir hinkommen mit solcher kritischen Befragungen auch von Begriffen. Aurore Reck befragt den Begriff der Integration aus kulturgeschichtlicher Hinsicht und bin gespannt, davon mehr zu hören, vielleicht gleich auch. Sie hat außerdem lange in der THW-Jugend hier im Saarland gearbeitet und hat jetzt einen unglaublich tollen Job, der den Klassentitel Qualitätsmanagerin trägt. Da bin ich ein bisschen neidisch und arbeitet damit in der Systemakkreditierung an der Universität des Saarlandes. Außerdem arbeitet sie noch ehrenamtlich mit in der AG Antirassismus, die ja schon genannt wurde. Das vielleicht ganz kurz zu ihrer Person. Herzlich willkommen. Danach darf ich Irene Celius vorstellen. Vielleicht kannst du auch kurz Hallo sagen, das würde ich sehen. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Oh Gott, Rückkopplung. Genau, technische Schwierigkeiten gehören in unserem digitalen Zeitalter auch dazu. Kommt vor, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank an die Stabsstelle Chancengleichheit, dass ihr dieses tolle Panel organisiert und aufmerksam auf dieses wichtige Thema macht. Vielen Dank, Irene, schön, dass du da bist. Ich stelle dich auch noch ganz kurz vor. Irene studiert historisch orientierte Kulturwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre im Nebenfach. Sie studiert außerdem, wenn ich das richtig verstanden habe, Kunstgeschichte und noch allgemeine vergleichende Literaturwissenschaften oder hat die mal studiert. Wie das genau alles zusammenpasst, erzählst du uns vielleicht auch gleich noch.
und ist außerdem seit einiger Zeit im AStA aktiv, aktuell sogar Vorsitzende im AStA und macht da ganz viel Arbeit, die, glaube ich, für den heutigen Abend sehr relevant sein wird und wovon sie sicherlich auch erzählen wird. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Als dritte bzw. eigentlich siebte Person darf ich Lisa Raber vorstellen. Vielleicht kannst du auch ganz kurz Hallo sagen. Ja, ich habe es geschafft, mich zu entmuten. Ja, hi, ich bin Lisa und ich bin sehr froh, dass man mich gefragt hat, ob ich hier teilnehmen möchte und ja, hoffe auch auf sehr interessantes Gespräch und kann mich eigentlich den anderen nur anschließen. Vielen Dank für das Engagement und dass das hier alles aufgezogen wurde. Auch an dich, herzlich willkommen. Ebenfalls ein paar kleine Worte der Vorstellung für alle, die dich nicht kennen. Du hast in deinem ersten Bachelor in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert und studierst jetzt noch einen zweiten Bachelor in Bioinformatik hier an der Universität des Saarlandes. Bist außerdem in der Fachschaft Informatik an der UDS aktiv und gibst in deiner Freizeit Tanzunterricht. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und als achte und damit letzte Person unserer Diskutantin darf ich noch Emily Strauß vorstellen. Möchtest du auch ganz kurz Hallo sagen? Hi, ich muss mich noch bei allen, oh Gott, Rückkopplung, bei allen entschuldigen, dass man mich nicht sieht. Ich bin leider auf dem Land und das möchte nicht, dass man mich sieht, aber ich freue mich wirklich hier zu sein und ich denke, es wird eine ganz tolle Runde. Macht gar nichts, sind die Tücken der Online-Lehre oder des Online-Formates. Schön, dass du da bist. Bring dich gerne umso aktiver ein, wenn man dich nicht sieht, kannst du die Hand nicht heben und so einfach immer reinsprechen natürlich. Ich stelle dich auch ganz kurz vor. Du studierst ebenfalls historisch orientierte Kulturwissenschaften und Gender Studies, dazu im Nebenfach noch Theologie. Und ich habe dich nach deinen Hobbys gefragt und du hast gesagt, du hast viel zu viele, um die eigentlich alle benennen zu können, aber unter anderem gehören dazu Weben und, glaube ich, ganz klassisch, gerade in der Corona-Zeit können wir uns alle zu verbinden, gehst du gerne spazieren. Ich sage jetzt an dieser Stelle noch zwei Dinge und dann übergebe ich wieder zurück an Lina und wir starten endlich mit der Diskussion oder mit den Fragen und Themen des heutigen Abends. Ganz kurz wollte ich nochmal sagen, es wurde schon gesagt, es gibt eine Q&A-Session, also Sie haben alle die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu tippen. Wir werden nicht direkt darauf eingehen, sondern werden die an einer Stelle während des Gesprächs gesammelt quasi adressieren, nicht, dass Sie sich wundern. Und außerdem dazu sagen, dass alle, die keinen UDS-Account haben, sondern als Gäste eingeschaltet sind, den Chat nicht sehen können. Das heißt, Sie haben keine Möglichkeit, Fragen in den Chat zu schreiben. Wenn Sie unbedingt eine Frage stellen möchten, dann melden Sie sich vielleicht später in der Q&A-Session und dann schauen wir mal, ob wir das noch reingebracht bekommen. Und vielleicht an die Panelistin noch mal ganz kurz, wir hatten das schon abgesprochen, aber wir werden Sie nicht aufrufen, euch nicht aufrufen wie in der Schule, sondern es wird eher ein Gespräch, in dem alle die Möglichkeit haben zu sprechen. Entweder, wenn gerade niemand spricht, direkt reinsprechen oder wenn ihr den Eindruck habt, jetzt wollt ihr nicht direkt reinsprechen, es spricht jemand anderes, Hand heben und dann sehen wir euch und nehmen euch dann dran. So, und dann würde ich sagen, geht's los. Wir freuen uns alle sehr auf den Abend und sind gespannt, was wir alles so besprechen und was wir alles hören werden heute Abend. Lina, ich übergebe zurück an dich. Vielen Dank, Mario, und nochmal vielen Dank an allen Teilnehmerinnen, die hier sind und an alle Zuschauer. Und da würde ich mal direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar über Diversität zu sprechen, ist natürlich sehr wichtig, damit auch aus Diversität Normalität wird. Gleichzeitig besteht damit aber auch die Gefahr, dass Menschen ungewollt gelabelt werden. Wie seht ihr das und was bedeutet Diversität für euch? Ja, ich würde als Kopflose mal gerade anfangen. Also ich finde das tatsächlich immer schwierig mit den Labels, weil Labels erzeugen halt auch immer einen Erwartungsdruck. Und was ich halt auch immer auffällt, es gibt viele Leute, die sind sehr, sehr progressiv, aber wie soll ich das dann sagen? Und übertreiben es dann halt immer so ein bisschen dann halt auch. Also ich merke gerade bei uns Transpersonen, es ist ja am Anfang ja noch so, man wird ja noch oft misgendert. Das bedeutet, dass die Leute einen mit dem falschen Pronomen anreden oder mit dem falschen Namen. Das ist halt einfach normal. Das kommt vor, das wissen wir, damit müssen wir leben. Aber dann gibt es halt viele progressive Leute, die dann immer so ultra niederwürfig werden und sich dann tausendmal entschuldigen. Das ist eigentlich eher extrem unangenehm. Und das ist halt nur, wenn man dann dieses Label Trans hat. Und das ist dann halt auch immer nicht. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich war mal in einem Kurs. Und das war richtig unangenehm, weil ich war damals noch nicht geoutet.
Und dann bin ich gefragt worden, was meine Pronomen sind. Und das ist natürlich super lieb und nett gewesen, aber ich musste die falschen sagen in dem Moment, weil ich ja noch nicht geoutet war und ich mich halt auch nicht in dem Moment outen wollte. Und das, also ich finde es schon ehrlich gesagt schwierig, dass dann ja, immer alles dann so eng gemacht wird und man es dann immer ein bisschen übertreibt, dann halt auch in seinen Bemühungen, es besser zu machen. Also nicht, dass es keine Bemühungen geben sollte, nur nicht so hardcore. Wisst ihr, wie ich meine? Also das mit den Labeln, ich nenne das, man nennt es auch ganz gerne Schubladendenken. Schubladen sind ja, glaube ich, erstmal was erstmal sehr natürlich ist für Menschen. Also man kategorisiert einfach gerne Leute, weil das dann am Ende des Tages Faustregeln vereinen, die also sehr, sehr grundsätzliche Regeln festlegen, die man gewissen Personen oder Personengruppen gegenüber anwendet, wie in deinem Fall zum Beispiel, dass, okay, ich nehme jetzt irgendwie wahr, die Person mir gegenüber, die ist zum Beispiel trans und okay, dann ist vielleicht die erste Reaktion, die erste Regel, die ich dazu gelernt habe, okay, ich sollte vielleicht erstmal nach dem Pronomen fragen, um nicht in Fettnäpfchen zu treten oder da irgendwie unangenehme Gefühle auszulösen. Aber diese Regeln sollte man wahrscheinlich einfach nicht zu wortgetreu immer anwenden und wahrscheinlich auch einfach viel mehr auf sein Gefühl hören und überlegen, okay, ist das an der Stelle jetzt vielleicht nötig, sag ich mal, diese Regel anzuwenden? Ich persönlich bin, gerade wenn ich Leute neu treffe, traue ich mich dann häufig auch nicht, dann zum Beispiel nach Pronomen zu fragen, weil ich mir denke, oh, ist das jetzt vielleicht überhaupt das, was ich tun sollte? Und versuche dann, was wahrscheinlich auch nicht immer so ganz optimal ist, die Pronomen zu umgehen. In der Hoffnung, dass ich mit dem Namen, den ich im besten Falle gesagt bekomme, irgendwie ein bisschen besser fahre. Ein bisschen sicherer in dem Moment. Okay, jetzt hatte als erstes genau Irini und dann Latifa die Hand gehoben. Ja, was ich auch, um jetzt diese Situation aufzugreifen, die Emily gerade vorgestellt hat, ich glaube, dass viele Leute da dann auch ein bisschen egoistisch sind, weil wenn ich mich jetzt in so eine Situation reinversetze, ne, und ich bin jetzt jemand, der einer potenziellen Transperson gegenübersteht und ich möchte, weil ich ja von mir selber die Meinung habe, dass ich tolerant bin und offen und deswegen möchte ich der Person nicht auf den Schlips treten, sie mit dem falschen Pronomen anzusprechen. Deswegen frage ich lieber danach, weil es für mich unangenehmer wäre, die Person falsch anzusprechen, als danach zu fragen. Und genau deswegen finde ich es gut, dass es dann so mutige Menschen gibt, wie Emily jetzt in diesem Fall, die dann halt einfach sagen, ey, ich weiß, das ist gut gemeint, aber das ist für uns auch irgendwie scheiße und das ist auch nicht so richtig tolerant. Und ich finde, genau dieser Diskurs und diese Diskussion ist so wichtig, um sein eigenes Verhalten auch zu reflektieren und um nochmal sich ganz kurz zu sammeln und ein Recap zu machen und drüber nachzudenken, bin ich jetzt wirklich so tolerant und so weltoffen, wie ich denke, oder schränke ich gerade jemand anderen damit ein? Und das, finde ich, ist einfach eine super wichtige Sache auch anzusprechen. Darf ich ganz kurz noch was hinzufügen, was vielleicht auch in dieser ersten Frage, die wir uns ausgedacht haben, so ein bisschen im Hintergrund war, ist der Gedanke, dass eine Diversity Night zu organisieren natürlich eine super Sache ist, weil hier die Möglichkeit besteht, das, was wir als Diversity bezeichnen, zu normalisieren. Gleichzeitig ist die Frage, wen setzt man denn da drauf auf so ein Panel? Was möchten die Leute denn eigentlich teilen von dem, was sie vielleicht als Diversity sehen, was sind vielleicht Dinge, die sie überhaupt nicht teilen möchten, was sind Dinge, die sie nur mit Freunden teilen oder mit Menschen, die sie kennen. Und das spielt bei uns dann auch ein bisschen im Hintergrund dieser Frage, wo so ein bisschen auch an die Panelistinnen wir diese Frage weitergeben wollen. In welchen Bereichen fühlt ihr euch zum Beispiel wohl, darüber zu sprechen und was sind vielleicht auch Bereiche, die eher so privat sind, persönlich sind, die müssen wir natürlich nicht teilen, aber das stand so ein bisschen im Hintergrund dieser Frage, die Reflexion wirklich darüber, wie progressiv ist denn so ein Diversity Panel und worüber möchte man eigentlich wirklich sprechen. Gebe ich noch so ein bisschen mit zu bedenken, vielleicht für diese erste Diskussionsrunde. Okay, dann hat Latifa als nächstes die Hand gehoben. Ja, und zwar, also ich finde, dass auf jeden Fall die Erfahrung von Emily zeigt auf jeden Fall, inwiefern diese Diskussion halt wichtig ist, dass man halt wirklich von einer betroffenen Person hört, wie man wirklich behandelt werden will. Und es ist mir aber am Anfang der Diskussion einfach zum Diversity-Term allgemein was eingefallen. Und zwar
es ist ganz witzig, weil das Erste, woran ich gedacht habe, als ich Diversity gehört habe, war bei Germany's Next Topmodel. Da gab es einmal das Team Diversity und das andere Team. Aber man hat halt schon gemerkt, dass im Team Diversity eigentlich nicht viel Diversität drin war. Die meisten Mädchen waren halt wirklich weiße deutsche Mädchen. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass Diversity heutzutage oft quasi zu kapitalistischen Zwecken genutzt wird, ein bisschen. Also wirklich, dass man merkt, dass es als Vorwand benutzt wird, um daraus Profit zu ziehen. Und ja, das wollte ich einfach mal mit einwerfen. Das ist das Erste, was mir wirklich eingefallen ist zu dem Term. Danke. Vanessa hatte als nächstes die Hand oben und danach Lukas und danach Estelle. Genau, ich wollte nur noch vielleicht nicht zusammenfassen, aber auch nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht das nochmal zu bringen. Ich meine, was wir jetzt festgestellt haben, ist tatsächlich bei den Ausführungen, die wir jetzt gehört haben, ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, was jetzt eigentlich wie man mit Diversität umzugehen hat, ne? Sodass man eben außerhalb von unserem Bereich, wo wir ja doch, sage ich jetzt mal, in einer gewissen Expertise uns bewegen, sobald man eben dieses Expertisenfeld verlässt, herrscht sehr viel Unsicherheit auch. Ich spreche jetzt nicht von den offen diskriminierenden Personen, ich spreche jetzt nicht von den offen rassistischen oder sonst homophoben etc. Personen, aber ich spreche tatsächlich von den Mitmenschen, die einfach auch aufgrund ihrer Sozialisation vielleicht und andere Gründe eben nicht unbedingt wissen, wie sie vielleicht bestimmte Fragestellungen angehen und wie sie vielleicht auch Diversität an sich ansprechen sollen. Und diese Unsicherheit, dafür sind solche Panels, finde ich, auch sehr, sehr, sehr praktisch und vor allen Dingen noch sehr hilfreich, weil im besten Fall wäre für uns vielleicht auch nach der heutigen Diskussion, das fände ich interessant, herauszufinden, welche Mechanismen können wir vielleicht auch als Multiplikatoren vielleicht zusammenfinden, um eine gewisse Unsicherheit auch tatsächlich aus der Sprache, sage ich jetzt mal, herauszunehmen. Ja, ich kann da wunderbar anschließen, Oroch. Also bei mir geht es auch wirklich um Sensibilisierung. Also das ist im Prinzip ja auch das, was du angesprochen hast. Also sowohl für uns selber als auch für die, die uns jetzt gerade zuhören. Also so ein bisschen einfach dafür sensibilisiert zu werden, was es einfach für Problematiken gibt. Und ich kann auch jetzt zum Beispiel aus meiner Arbeit als Stupa-Vorsitz mal ganz kurz ein Beispiel nennen. Wir haben auch bei uns im Stupa Menschen dabei, die über Microsoft Teams immer noch falsch gelabelt werden, also deren Name, den sie mittlerweile nicht mehr nutzen, halt immer noch angezeigt wird. Und das ist natürlich für mich, der die Sitzung dann leitet, immer gar nicht so einfach. Ich kann das erstens nicht immer wissen, wie die Person also aufgerufen werden möchte. Und selbst wenn ich es weiß, ist es oft so, dass man das immer ja vor Augen hat, diesen Namen. Das heißt, man ruft oft das, was man auch sieht. Da war es für mich auch super hilfreich, wenn mich dann andere Menschen eben im Nachgang angesprochen haben, gesagt haben, hey, du, ich glaube, die Person möchte nicht so gerufen werden, so. Und dann habe ich eben von mir aus zum Beispiel die Person auch privat gefragt, wie ich sie denn rufen soll. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, so als Gegenbeispiel sozusagen zu dem auch, was Emily gesagt hat, vielleicht nicht offen vor allen Fragen, sondern vielleicht privat eher die Leute fragen, was ist dir lieb, wie möchtest du in dem Kontext auch genannt werden. So, ich habe da eben, sage ich mal, ja mitbekommen, dass dir das nicht recht ist, so und so weiter. Und das sind einfach Sachen, glaube ich, für die wir auch sensibilisiert gehören. Also, dass wir daran arbeiten sollen, das wäre mir noch wichtig. Und ich wollte noch einen letzten neuen Punkt sagen. Was ich eine große Sorge in dem Zusammenhang habe mit Diversität, ist identitätspolitische Diskurse, mal einfach so als Schlagwort. Das bereitet mir extrem große Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass teilweise Gruppen dieses Schlagwort Diversität eben auch nutzen und um Gruppen gegen Gruppen einander auszuspielen und so. Also das finde ich ist was wir vielleicht im Nachgang, also heute auch nochmal ansprechen könnten. Ich finde das, was bisher gesagt wird, sehr wichtig, weil es zielt auf einen sehr extremen
wichtigen Punkt in diesem ganzen Themenspektrum Diversität, und zwar ist es im Grunde genommen Awareness. Es geht um Schaffung von Awareness. So, jetzt überlege ich mir aber, Latifa, das, was du gesagt hast, wer prägt denn unsere Kommunikation? Das sind maßgeblich natürlich auch die Medien, das sind auch junge Medien, wie TikTok. Also ich habe, als ich angefangen habe, mich mit den Pronomen zu beschäftigen und mich damit auseinanderzusetzen, also mein Partner hat ein 17-jähriges Pubertier mit in die Beziehung reingebracht, kam also das Pubertier und sagte, ach, wie, du kennst es nicht, guck mal auf TikTok, da gibt es ganz viele Sachen dazu. Und dann musste mich erst auf TikTok anmelden und so weiter und so fort. Und dann gab es im Grunde genommen sehr viele Videos, die darauf hinausliefen, dass die Frage sein soll, what is your name, what are your pronouns? Aber im Grunde genommen widerspricht es schon nochmal auch dem, was vor allem jetzt auch Emily gesagt hat, weil es geht darum, Sender, Empfänger, wie kommuniziert wer miteinander und wie bettet man das in eine Kommunikationsbeziehung mit ein. Also das finde ich sehr spannend, jetzt nochmal diesen diversen Austausch zu diesem Thema gerade zu Beginn unseres Panels auch zu haben. Vielen Dank. Quentin, deine Hand ist nach oben. Ja, ich wollte einfach erwähnen, dass aus meiner Perspektive, also ich spreche einfach, zum Beispiel, ich komme aus Kamerun und da, wo ich vorher studiert hatte, hatte ich mich noch nie mit Thema Diversität also in diese Richtung, also in so eine große, weite Richtung beschäftigt, weil Themen rund um zum Beispiel sexuelle Identität und so weiter sind auch in meinem Land zum Beispiel noch sehr verdrängt. Und es gibt viele Dinge, die man nicht offen zeigen kann. Und es gibt sicherlich auch Leute, die sich, also in meinem Land sage ich, die manche Sachen nicht einfach ausdrücken können oder dürfen. Und deshalb muss ich sagen, mit dem Thema bin ich nicht wirklich vertraut. Und seit ich in Deutschland bin, hatte ich auch nicht in meinen eigenen Erfahrungen daran gedacht, wie ich eigentlich Leute mit Pronomen zum Beispiel ansprechen sollte und so weiter. Das ist wirklich was Neues für mich, und solange ich jetzt höre, lerne ich auch viel. Danke für alles, was ihr bis jetzt schon geteilt habt. Möchte noch jemand speziell zu dieser Frage was sagen? Sonst würde ich vorschlagen. Vielleicht, jemand hatte eben, ich muss leider gestehen, dass ich zwischendurch vergessen habe, wer es gesagt hat, dass solche Ideen wie die des Pronoms zum Beispiel auch gerne aufgegriffen werden und, wie soll ich das sagen, dramatisiert werden. Das ist für Personen wie Emily natürlich wahnsinnig wichtig. Jetzt erinnere ich, und jetzt insbesondere im Kontext mit TikTok, ist es mir in dem Fall nicht auf TikTok, sondern auf Instagram mal aufgefallen, dass sich da auch Gruppen rausgebildet haben. Zumindest war das für mein Gefühl so, die für meine Begriffe wieder sehr stark gegen diese ganze gegen den eigentlichen Diversitätsgedanken gearbeitet haben, auch wenn das wohl gar nicht die Intention war. Ich spreche von sehr radikalen Ansätzen von zum Beispiel, wir streichen einfach alle Pronomen. Oder es gibt ein Pronomen für alle. Das ist meine subjektive Meinung, darf man natürlich gerne anderer Meinung sein. Aber das war für mich so ein Ansatz, wo ich mir dachte, ist das nicht wieder was eigentlich wieder, also zumindest für mein Gefühl, gegen Diversität spricht, dass man Menschen also dass Gruppen Menschen ganz platt gesagt einen Teil ihrer Sprache verbieten wollen. Und sei es nur in Anführungszeichen das Pronomen. Und da musste ich dran denken, ich glaube, als Lukas von dieser Identitätstheorie
Diskussion gesprochen hat, da musste ich direkt dran denken, dass mir das letztens, ich glaube vor 2 oder 3 Tagen ist mir das erst wieder über den Weg gelaufen, dass da dass da Leute ganz begeistert von der Idee waren, Teile der Sprache quasi aus Diversitätsgründen zu verbieten. Keine Ahnung, ob da vielleicht noch jemand eine Meinung zu hat. Latifa, deine Hand ist oben. Vielleicht möchtest du anknüpfen. Ja, also ich finde das ganz interessant. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, dass es wirklich so mit dem auf dem Pronomenlevel auch war, dass man alle Pronomen eradieren will quasi, weil, was ich gerade sagen wollte, auch passt ziemlich gut dazu, weil also Diversität ist halt ein sehr allgemeiner Term und er ist sehr breitfächig und ich finde es aber auch wichtig, diesen ganzen verschiedenen kulturellen, sozialen oder Gender-Identitätsgruppen eine Stimme zu geben und quasi die zu sehen und die existieren zu lassen und zwar nicht zu denken, so ja, wir sind am Ende doch alle Mensch, so. Es ist zwar gut gemeint, aber wenn man halt quasi versucht, diese Unterschiede auf Zwang nicht sehen zu wollen, dann irradiert das quasi die ganzen geschichtlichen Hintergründe, die man hat und die ganzen Struggles, die man hat, werden halt nicht mehr so wirklich gesehen und also es ist halt quasi, es kann gut gemeint sein, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Art von einer quasi privilegierten Person, das einfach ignorieren zu können, indem sie sagt so, ja, wir sind doch am Ende alle gleich und ja. Okay, dann hatte Emily noch die Hand oben und danach Oroch. Ja, also ich würde auch sagen, in Bezug auf Lukas mit der Identitätspolitik, also ich glaube, was mir einfällt, ist, dass halt einfach Minderheitengruppen, und ich bin mir sicher, das können viele hier bestätigen, gerne vereinnahmt werden einfach auch und das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und das dann direkt so ausgeholt wird, aber ohne dass dann halt eigentlich dann die Betroffenenperspektive vorher eingeholt wird, sondern halt, das ist halt aber auch nicht wirklich unterstützend, sondern das ist halt eigentlich sehr paternalistisch. Und das ist ja auch nicht wirklich das Ziel von Diversität, dass man so für andere einen Kampf führt, auf die falsche Art, sage ich jetzt mal. Oroch, möchtest du auch noch was hinzufügen? Deine Hand ist oben. Ja, ich fand die Anmerkung von Lisa vorhin auch sehr interessant, ne, bezüglich des Zusammenhangs von Diversität und Sprache. Also inwiefern damit einhergehend kommt natürlich immer das Argument auf, warum soll ich meine Sprache sozusagen, die ich nutze, sozusagen für andere ändern? Also warum soll ich jetzt plötzlich, weil das im Trend ist, in Anführungsstrichen, so wird das ja wahrgenommen tatsächlich des Öfteren, meine komplette Sprache ändern? Und da ist es tatsächlich interessant in der Diskussion, nochmal für sich nochmal klar zu machen, dass im Grunde, also wie Kassierer gesagt hat, Sprachverstehen ist Weltverstehen. Also im Grunde genommen wird niemand ja tatsächlich gezwungen, seine Sprache zu ändern. Jeder kann so sprechen, wie er möchte. Am Ende des Tages ist es aber eine Entscheidung, wenn ich mich weigere, mein Gegenüber und Personen, die mir gegenüber sitzen und stehen, so anzusprechen, wie sie es wünschen, dann sagt das natürlich sehr viel über mich selbst aus, als über die Person selbst. Also ich glaube, was in dieser Diskussion auch immer interessant ist, ist die Komponente der eigenen Entscheidung, nicht der Betroffenen, sage ich jetzt mal, sondern derjenigen, die sozusagen mit diesem Thema zum ersten Mal sich konfrontiert sehen. Also wo kann man diese Menschen tatsächlich abholen, dass sie vielleicht begreifen in einem ersten Moment, hier geht es im Grunde genommen nicht darum, Regeln zu ändern, in Anführungsstrichen, damit andere sozusagen einen Nachteil kriegen, sondern hier geht es im Grunde darum, Ansätze zu bringen, um einfach eine Gleichberechtigung zu gewährleisten. Damit geht auch einher, also für mich zum Beispiel ganz interessant, weil ich kenne mich, wie Quentin auch vorhin genannt hatte, sehr, sehr vor kurzem erst habe ich mich tatsächlich auch mit sexueller Identität auseinandersetzen können. Und dabei habe ich mich zum Beispiel auch die Frage gestellt, ist es denn überhaupt noch Gleichberechtigung, wenn Personen sich outen müssen? Also ist es denn nicht normal vielleicht, wenn man mit seiner Identität einfach leben kann, ohne dass eine Gesellschaft erwartet, dass ich mich öffentlich noch
zu dieser Identität äußern muss, sozusagen. Also als Prozess der Anerkennung muss ich mich nochmal selbst entäußern, damit man mich anerkennt als Teil einer vermeintlichen Normalität. Also ich glaube, der Sprachaspekt, also die Unsicherheiten in der Sprache, die Unsicherheiten im Umgang mit dem, was man selbst nicht kennt, das sind schon interessante Punkte eigentlich, wenn man über Diversität spricht, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr ich habe immer den Eindruck, dass das in vielen Diskussionen auch ein bisschen außen vor gelassen wird, weil das eben vermeintlich unangenehm eigentlich ist, aber doch sehr interessant sein kann. Also vielleicht anknüpfend direkt an dich, Aurore, musste ich gerade dran denken, dass du auch gemeint hast, mich zwingt ja niemand, meine Sprache zu ändern. Ich meine, es gibt ja super viel Diskussion darüber, dass das deutsche Genus, also das deutsche grammatische Geschlecht nicht identisch ist mit dem biologisch gemeinten Geschlecht, Beispiele das Mädchen und so weiter. Allerdings, in dem Moment geht es ja gar nicht um mich. Also, wenn ich jetzt jemanden anspreche, dann, wenn ich jetzt nicht gerade möchte, dass der mich auf gut Deutsch gesagt scheiße findet, dann sollte ich da vielleicht auch einfach drauf achten, weil es geht in dem Moment, ich meine, ja, wenn ich mich soweit nicht einschränken möchte, dann kann ich das natürlich lassen. Aber das hat dann eine Konsequenz und mit der Konsequenz hat man dann halt eben auch zu leben. Und ich finde, in dem Moment geht es gar nicht so sehr darum, dass das eine Einschränkung für mich ist, sondern das ist ja was ich quasi zuliebe einer anderen Person tue. Oder vielleicht noch simpler gesprochen, aus Respekt einer anderen Person gegenüber. Es ist aber auch eine Form der Weiterentwicklung vielleicht, ne? Der eigenen Weiterentwicklung. Und es ist auch vielleicht eine Frage nach, dass man eben immer austestet, wo komme ich an meine Grenzen und wie weit möchte ich eigentlich gehen? Also ich finde, selbst wir am Panel Beteiligten, sage ich jetzt mal, haben ja mit Sicherheit unsere Biases und unsere Vorurteile und stereotypen Vorstellungen, das ist klar. Und da finde ich es immer sehr spannend, nochmal zu betrachten, also wenn ich Menschen begegne, die eben ganz kategorisch das ablehnen, zu sagen, es gibt eben Geschlechtskonstruktion, also Menschen, die das ablehnen, da versuche ich immer wieder auch mal bei mir nochmal nachzudenken, wo sind eigentlich meine Barrieren sozusagen. Und das ist schon interessant zu sehen, dass es ja doch relativ schwierig ist, am Anfang die eigenen Barrieren ein bisschen auszuhöhlen, aber dass sehr oft eigentlich durch Kommunikation, durch Auseinandersetzung mit der Sache man reinkommt. Vor allem, weil wir mittlerweile auch 7 offiziell anerkannte sozusagen Diversitätsdimensionen haben. Also die 7. ist dazugekommen, die soziale Herkunft. Ne? Also ich glaube auch, dass du nicht in allen 7 Dimensionen sozusagen fehlerfrei oder biasfrei unterwegs sein kannst, je nach wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt wurdest, was dich geprägt wurdest. Ne? All das, ich glaube, das alles zu überblicken und also ich meine, auch deine eigene Persönlichkeit dann da rauszunehmen oder reinzubringen, das wäre eigentlich auch eine spannende Frage nochmal. Ne? Da irgendwie die Brücke zu schlagen, ich glaube, das gelingt niemandem. Ich meine, es geht ja, glaube ich, auch einfach nicht um Perfektion. Es geht darum, dass man sich lieb hat. Oder zumindest, dass man die Freiheit des anderen nicht unnötig weit einschränkt. Also zumindest sehe ich das so. Ich glaube, das Keyword, vielleicht um das auch ganz schön abzurunden, ist in solchen Fällen immer und grundsätzlich auch immer für alles einfach Kommunikation, dass man einfach den Mut hat und, weiß ich nicht, halt einfach zu sagen, wenn einem was nicht gefällt oder halt auch zu sagen, wenn einem was gefällt und dass andere Leute dann halt einfach, wie Estelle das vorhin schon gesagt hat, Sender, Empfänger, darauf reagieren und man halt so einfach, indem man gut oder zumindest ausreichend miteinander kommuniziert, halt Missverständnissen und auf den Schlips treten und unwohle Situationen einfach aus dem Weg schaffen kann, weil oft bringt man ja andere Leute in unangenehme Situationen, ohne das überhaupt zu wollen oder oft einfach mit einer guten Intention, weil man, keine Ahnung, also ich handle immer aus dem Prinzip, ich verhalte mich so, wie ich gerne hätte, dass andere Menschen sich mir gegenüber verhalten und manchmal wird mir dann aber auch bewusst, dass
es halt Menschen gibt, denen gefällt das nicht so, wie mir das gefallen würde. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man das dann auch miteinander kommuniziert. Und ich denke, wenn man ja miteinander spricht und sich austauscht, dann kann ganz vielen unangenehmen Situationen, wenn nicht vorgebeugt, dann zumindest sie wieder irgendwie ein bisschen verbessert werden. Ich schalte mich mal ganz kurz rein. Ich habe den Eindruck, ich glaube, Lina und ich müssten gar nichts moderieren, weil ihr eigentlich untereinander ein so prima Gespräch führt. Vielleicht gehen wir schnell einen Kaffee trinken. Nee, ich mache Spaß. Estelle, vielleicht würde ich dich noch ganz kurz deinen Redebeitrag machen lassen und dann versuchen wir noch mal so ein kleines bisschen strukturierende Fragen reinzuwerfen, um die Diskussion vielleicht auch so weiterführen zu können. Ja, um das mal auch kurz zusammenzufassen. Ich denke, das A und O ist ein sensibler Sprachgebrauch. Ja. Dass man sich durchaus auch einfach bewusst macht, wer ist einem gegenüber und einfach versucht, diese Person auch mitzunehmen und sich selber aber auch mitzunehmen. Dankeschön dafür. Ich glaube, diese Reflexion der Sprache ist eine der Dinge, die Aurore schon angesprochen hat. Vielleicht können wir da auch gegen Ende noch mal so ein bisschen spezifischer darüber nachdenken. Was geben wir vielleicht Zuschauenden auch mit heute in diesem Sprachgebrauch? Die zweite Frage, die wir uns so ein bisschen ausgedacht hatten, die paraphrasiere ich jetzt noch mal, weil die eigentlich schon im Raum stand und das ist die, die Lisa eben angestoßen hat und Latifa und Aurore auch darüber gesprochen haben, ist eigentlich eine Befragung dieses Begriffs Diversität. Weil Diversität bedeutet ja letztlich auch ein Stück weit ein Pochen auf Verschiedenheit. Ne? Wenn wir über Diversität sprechen, sprechen wir über Verschiedenheit letztlich. Und das ist eine große Frage. Wie wollen wir darauf pochen? Und unsere Frage an euch, die ihr heute Abend hier sitzt und mitdiskutiert, wäre so ein bisschen gewesen, in welchen Momenten ist es vielleicht auch was richtig Schönes? Vielleicht sind es Dinge, die auch in Anführungszeichen claimed, wie man heute sagt. In welchen Momenten sind es Dinge, die wichtig sind, um gegen Diskriminierung vorzubeugen, so wie Lisa das eben gesagt hat? Also wann wird Diskriminierung unsichtbar, wenn wir nicht mehr über Verschiedenheit sprechen in manchen Momenten? Und in welchen Momenten soll es vielleicht auch gar nicht mehr um Unterschiede und Verschiedenheiten gehen? Und in welchen Momenten wünscht ihr euch vielleicht, dass diese Pronomen zum Beispiel wegfallen? Das ist so ein bisschen unsere Frage, die wir als zweites gerne stellen wollten. Oh, fangen wir doch gerne an. Und dann Lukas. Ja, also tatsächlich in dem Diversitätsbegriff sehe ich, also nicht ich, aber man eigentlich auch neben den Unterschieden eigentlich vor allen Dingen noch die Gemeinsamkeiten. Und dass in einem Pool, einem diversen Pool, sollte man sich eigentlich eine Gesellschaft ich meine, ich fange andersrum nochmal an. Jede Gesellschaft oder die Gesellschaften brauchen eigentlich immer ihre Utopien, sage ich jetzt mal. Das friedliche Nebeneinanderleben von allen, auch unter dem Begriff Diversität, in dem eben auch vor allen Dingen mehr auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede gepocht werden. Das ist ja eigentlich die Idee, die dahinter steht, ne? Also, dass man eben erkennt, wir sind alle Menschen, nur haben wir eben in unseren multiplen Ebenen, die wir für uns haben, gibt es da Unterschiede, die aber nicht hierarchisch zu kategorisieren sind eben, sondern die gleichberechtigt nebeneinander existieren können. Ich glaube, im Moment sind wir, glaube ich, in einem Prozess, nicht unbedingt wie in den anglophonen Ländern, sage ich jetzt mal. In Deutschland sind wir noch in einem Prozess, in dem wir eben meines Erachtens überhaupt erst mit dem Begriff gefremdelt haben, sage ich jetzt mal, und jetzt gerade im Begriff sind, den Begriff ein bisschen anzunehmen und vielleicht auch etwas damit anzufangen. Und in diesem sehr anfänglich noch sehr schüchternen Prozess der Annäherung an den Begriff finde ich es tatsächlich auch wichtig, die nochmal hervorzuheben, dass es bei dem Pochen auf den Unterschieden, also auf Differenzen und auf auf das eigene Sein, sage ich jetzt mal, dass es dabei nicht unbedingt darum geht, Brüche zu verursachen, dass es nicht darum geht, sich abzugrenzen und eben nebenher zu existieren, sondern dass es eigentlich darum um den Claim geht, die Unterschiede sozusagen auf einer gleichen Ebene zu bringen. Und ich glaube, dass es vielleicht im gesellschaftlichen Diskurs wird das sehr oft missbraucht. Und da ist Diversität einfach zu einem Kampfbegriff mutiert, vor allen Dingen in Deutschland. Das sind meines Erachtens sehr oft die Woke Culture gegen
die Rechten, sage ich jetzt mal. Und das ist ein bisschen schade, weil im Grunde genommen kann man eigentlich den Diversitätsbegriff durch eigene Zurücknahme vielleicht noch eigentlich mit ein bisschen mehr Inhalt füllen. Aber das wäre so meine Idee. Also insbesondere dieser Punkt mit dem Pochen auf Unterschiede. Ich sitze manchmal da und ärgere mich da richtig drüber. Denke mir, warum müssen wir uns jetzt unbedingt daran aufhalten, dass, okay, du bist von hier, du bist von da, du möchtest, keine Ahnung, meinetwegen das Pronomen, du möchtest das Pronomen, du möchtest gar kein Pronomen. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern wir sind am Ende doch alle Menschen. Und das, also, so fair ich das finde, dass man da seine eigene Identität draus zieht, am Ende denke ich mir, gerade wenn sowas ein Kampfbegriff wird, denke ich mir, wieso denn eigentlich? Wir sind doch alle Menschen und es gibt eben was uns gleich macht. Und das ist, also der Punkt, der stört mich in vielen Diversitätsdiskussionen ganz, ganz furchtbar, dass für mein Gefühl viel zu sehr darauf gepocht wird, wie unterschiedlich man ist. So wichtig das auch sein mag, dass man ein Individuum ist und dass man eine Identität hat. Aber so unterschiedlich sind wir am Ende vielleicht alle gar nicht. Also ein starkes Plädoyer eigentlich fast gegen die verschiedenen Pronomen. Okay. Ich weiß, Lukas hat sich schon lange gemeldet. Nein, das war so nicht gemeint. Ich weiß, aber das ist so mitgeschwungen auch. Ne? Also es ist eine Möglichkeit, das zu sehen. Das ist genau die Diskrepanz, die ich ja extra aufgemacht habe mit dieser Frage. Ne? Also es wird bestimmt keine abschließende Entscheidung geben zu dieser Fragestellung. Möchtest du noch was sagen, Lisa? Du kannst gerne noch was dazu reagieren, sonst würde ich vorschlagen, Lukas, also dann Emily, Irene und dann Latifa. Also jeder, der irgendwie, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen verrannt. Ich bin die Letzte, die sagen würde, ich akzeptiere deine Identität nicht oder ich möchte tolerant sein, aber wie gesagt, gerade wenn sowas zu einem Begriff wird, zum Beispiel, okay, entweder ich bin für Beispiel, entweder ich bin dafür, dass Transpersonen akzeptiert werden oder ich bin dagegen. Und das finde ich ich finde, das ist ein Unding. Also das tut mir leid, aber das ist so, wie gesagt, wir sind alle Menschen. Also ich sehe den Punkt da manchmal nicht, dass man sowas als Kampfbegriff missbraucht. Ich bin, um Gottes Willen, nicht dagegen, dass Menschen ein Pronomen haben wollen. Wirklich nicht. Also vielmehr eine Frage von Kontext quasi, ne? Ja, genau. Wann ist es wichtig, wann ist es vielleicht auch gerade wichtig, nicht über Differenz zu sprechen. Danke, Lisa. Lukas und danach Emily. Ja, ich finde, wir sollten in der Debatte auch nicht vergessen, das klingt jetzt ein bisschen provokant, aber man muss Diversität auch erstmal irgendwie erlebt haben. Ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen erleben Diversität in ganz vielen verschiedenen Facetten. Also ein Beispiel, ich komme vom Land. Und für mich war das eine Befreiung, in die Großstadt zu ziehen. Ja, da habe ich das erste Mal überhaupt gesehen, wie viele Facetten eine Gesellschaft überhaupt hat und habe dadurch eben auch, also auch meine Community sozusagen irgendwie das erste Mal gefunden sozusagen. Und in meinem kleinen Dorf ist aber das Ganze es ist alles sehr ähnlich und für die war das ganz schwer, also gerade für meine Eltern war das schwer, in diesem Umfeld, wo niemand irgendwie mit Homosexualität in Berührung vorher gekommen war, sich da auch irgendwie zu behaupten und die ganzen Gerüchte und das ganze Getuschel. Dieselbe Debatte kann man aufmachen, als es das erste Mal Flüchtlinge bei uns im Dorf gab, die dort sozusagen eine neue Heimat gefunden haben und so. Das war auch neu für alle und das zeigt mir halt immer, dass gar nicht alle Menschen diese Diversität im gleichen Maßstab erleben und wir das auch immer im Hinterkopf behalten sollten, dass es eben, dass es halt Menschen gibt, die das einfach noch gar nicht gesehen haben, so. Und genau, das wollte ich nur auch noch mitgeben, dass das auch wichtig ist. Ich glaube, einer der wichtigen Gründe, warum dieses Panel auch heute Abend so wichtig ist, ne? Um darüber zu sprechen, um Dinge, die man selbst nicht erlebt, vielleicht von anderen zu hören. Man sagt ja immer, do your homework, ne? Lies darüber. Ich glaube, von anderen Leuten davon zu hören, ist eine ganz wichtige Sache. Für mich persönlich war es immer eine. Auch in diesem Sinne nochmal Danke an alle, die heute Abend ihre Erfahrungen auch teilen. Emily als nächstes.
Ja, also ich wollte auch nochmal auf das, was Lisa gesagt hat, zurückgehen. Also es ist auch etwas, was mir mal auffällt. Es ist auch immer so, dass Leute manchmal schon davon ausgehen, dass sie am allerschlimmsten diskriminiert sind und dann das gegen andere eigentlich auch stark diskriminierte Personen dagegen wenden. Das ist mir mal in einem Trans-Raum passiert, wo dann die Trans-Männer gemeint haben, den Trans-Frauen geht es ja so gut und ich war dann die Böse auf einmal. Und das finde ich halt auch ein bisschen schwierig, weil wir sind alle durch dieselbe Transition-Erfahrung durchgegangen. Und was mir auch jetzt in der Rahmen meiner Transition aufgefallen ist, man hat ja natürlich viele Schwierigkeiten, die man irgendwie bewältigen muss. Und also ich gebe mal ein Beispiel, ich muss momentan leider noch das heißt leider noch, eigentlich gerne eine Perücke tragen, hoffentlich übergangsweise. Und das ist auch ein Thema, mit dem müssen sich eigentlich viele Frauen beschäftigen. Ne? Also vor allem auch Women of Color und jüdische Frauen ist das ein ganz alltägliches Thema. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, fällt auf, dass insbesondere zum Beispiel Weiß-Cis-Frauen nicht mit diesen anderen Gruppen in Verbindung gebracht werden. Und dann, es ist doch derselbe Struggle, so es tut mir leid. Und deswegen verstehe ich dann halt auch nicht, warum es dann da immer so eine Spezialisierung gibt. Oder also, es tut mir leid, aber ich finde, das sind halt einfach frauenspezifische Probleme, die dadurch entstehen, dass halt nun mal eine seltsame gesellschaftliche Erwartung an unsere Kopfbehaarung gibt. Und das sind halt einfach viele Frauen im selben Boot, warum man das nicht dann irgendwie dann eine gemeinsame Community haben kann oder dass man sich zumindest selber austauscht, anstatt dann, dass irgendwie alle sich gegenseitig da abgrenzen müssen, weil ihre Situation ist ja anders, obwohl sie auf selbe Hilfsmittel angewiesen sind. Danke, Emily. Irini, Latifa und dann Quentin, glaube ich. Ja, so wichtig ich das finde, was du gerade gesagt hast, Emily, will ich noch mal ganz kurz einen Schlenker zu einem anderen Thema machen, was Lukas und Lisa vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen haben, und zwar das Herkunftsthema. Ich finde, dass das auch irgendwie so eine, auch vor allem, wenn wir über Zugehörigkeit und Abgrenzung sprechen, so eine total diverse Sache ist, im Sinne von, ich mache das jetzt an meinem Beispiel fest, bei mir kann man unschwer an meinem Namen erkennen, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Ich habe lange Zeit in Athen gelebt und bin aber da auf eine deutsche Schule gegangen. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass ich ein Mischkind bin, also ich habe einen deutschen und einen griechischen Elternteil und in meinem Schulumfeld waren alle so. Also 95% hatten auch einen griechischen und einen deutschen Elternteil oder zumindest irgendwie eine Migrationskombination dieser beiden Nationalitäten und wir waren halt alle gleich. Wir waren alle so. Das war ganz normal und es war auch ganz normal, dass wir zu Hause beide Sprachen gesprochen haben und halt so ein bisschen beide Kulturen auch verkörpert haben und wir waren halt alle irgendwie so mixed, ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort dafür, aber halt binational. Und das hatte ich ganz oft mit außerschulischen Freundesgruppen, dass ich da halt die Deutsche war. Und als ich zum Studieren nach Deutschland gekommen war, war ganz oft die erste Frage, die mir gestellt wurde, wenn ich gesagt habe, mein Name ist Irini, entweder ist das dein richtiger Name oder ist das eine Abkürzung oder was für Landsfrau bist du? Und dann denke ich mir immer so, was hat das denn mit meiner Identität zu tun? Also, ne, ich weiß nicht, ich identifiziere mich schon damit, auch einfach, weil mein Name halt einfach typisch griechisch ist und ich auch ganz lange halt in Griechenland gelebt habe und wenn ich gefragt werde, wo kommst du her, dann sage ich halt auch immer beide Länder, aber ich finde es irgendwie trotzdem manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so mit der Tür ins Haus fällt und direkt dann fragt, was für Landsfrau bist du? Und ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch diese Erfahrung auch irgendwie gemacht. Ich meine, viele von euch sind auch binational und vielleicht auch einige von den ZuschauerInnen, die jetzt sagen, oh krass, voll relatable. Aber ich weiß dann immer auch nicht so richtig, wie ich mit sowas umgehen soll. Es tut mir leid, wenn ich kurz dazwischen grätsche, aber wie ist denn das mit dem, also eben wurde ja anklingen lassen, dass man im Chat Fragen stellen kann als Zuhörer, ne? Vielleicht ganz gut, dass du kurz reinkrätschst, Lisa. Ich glaube, Weil ich wurde nämlich gerade gefragt, wie das geht.
Versucht wird zu lösen. Ich würde Folgendes vorschlagen. Alle, die das können, alle, die den Chat reinschreiben können, schreiben den Chat. Und alle, die das nicht können, die merken sich ihre Frage und vielleicht schaffen wir das gleich, dass die auch persönlich nochmal gestellt wird. Wahrscheinlich dann nicht für alle, weil das natürlich viel mehr Zeit dauert. Aber alle Zuschauerinnen versuchen sie mal ins Chat zu schreiben und wenn es nicht klappt, merken sie sich ihre Frage, schreiben sich die auf und wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Danke, Lisa. Latifa und dann Quentin, glaube ich. Ja, und ich wollte einfach sagen, dass ich persönlich zum Beispiel katholisch erzogen worden bin und von daher auch das Thema Diversität, auch zum Beispiel Gender oder zum Beispiel sexuelle Identität und so weiter, das ist von meiner Seite auch ganz neu, weil ich, ja, seit ich in Deutschland bin zum Beispiel, dann höre ich auch mehr davon. Meine Meinung ist einfach, dass man einfach auf die Freiheit des anderen aufpassen sollte, dass man so agieren muss, dass die Freiheit des Einzelnen nicht verdrängt wird, egal woher er kommt oder wie er sich definiert. Und es ist ganz normal, dass es auch zum politischen Kampf wird und dass es auch ab und zu instrumentalisiert wird. Und das kann man auch einfach erkennen, wo es um Instrumentalisierung geht. Und ich denke auch, wir sollen es so machen, also irgendwie, dass Diversität auch sichtbar wird, irgendwie. Nicht nur durch die Sprache, sondern auch, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich frei auszudrücken, zum Beispiel. Dann gerne Latifa. Ne? Ich muss auch nicht immer dran denken, ihr wisst ja auch die Reihenfolge, also sprecht dann gerne auch einfach. Also ich wollte auf Lisa zurückkommen zuerst mal. Also ich kann es verstehen, dass man das halt kritisieren kann, wenn man quasi diese Woke Culture, diese ganze Diversität als Angriffsbegriff nutzt. Aber ganz ehrlich, ich kann es dieser Gruppe nicht mehr wirklich verübeln, weil also sie stammt ja eigentlich auch ein bisschen vom Black Lives Matter Movement in Amerika und da leidet man wirklich halt unter Todesangst. Wenn man angehalten wird, hat man direkt Angst, dass man stirbt. Und das ist halt was wirklich Heftiges, wo ich voll verstehen kann, dass man da nicht rational bleiben kann und dass die Emotionen dann nicht zu einer quasi extremen Reaktion führen, einfach aus diesen Gründen. Und ich glaube, es ist halt schade, wenn man anfängt, so sieht, es ist ich gegen die Welt, aber es kann leider in so Situationen einem wirklich so vorkommen. Und ja, das wollte ich sagen. Dann noch zu Irini, zu der Frage mit in Gruppen außerhalb der Schule, der Name, woher kommst du und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr individuell, weil ganz ehrlich, ich werde das gerne gefragt. Ich werde gerne gefragt, woher ich komme, Latifa, schöner Name, ne, woher kommt der? Weil ich auch gerne dadurch Leute kennenlerne, die halt über die Kultur entweder selber was wissen oder was wissen wollen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es kann auch daran liegen, dass beide meine Eltern aus Algerien sind und wir quasi diese Tradition und diese Kultur aktiv hatten. Und für mich als Kind war das irgendwie nie wirklich ein Problem. Für mich war das normal, dass ich quasi Algerierin bin, aber in Deutschland auch meinen Teil habe. Und es ist halt wirklich extrem krass individuell, wie man es aufnimmt und wie man es lebt und wie man diesen inneren Weg auch geht, sich einer Gesellschaft angehörig zu fühlen. Und ja, das war's. Vielleicht als Ergänzung auch noch zu dem, was vorhin eigentlich schon angesprochen wurde, ne? Also zu dem, was Emily gesagt hat und auch Latifa gerade noch angeführt hat. Interessant ist tatsächlich ich setze es in Anführungsstrichen, ne, diese Konkurrenz, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich. Aber ich glaube, der Konkurrenzkampf in Anführungsstrichen ist ja eigentlich nichts anderes als ein Symptom dafür, dass eben wirklich bestimmte Gruppen in der Gesellschaft einfach historisch viel zu lange
in einer Situation gebracht wurden, einfach, in der sie verstummt sind, in der sie einfach unsichtbar waren, in der sie im Falle von schwarzen Menschen einfach auch als Nichtmenschen angesehen wurden. Ne? Also ich glaube, dass jetzt aber eine Plattform geboten wird in der Gesellschaft, in der sozusagen die Ungleichberechtigung auch angeprangert werden darf, löst natürlich, dass Menschen, die betroffen werden von diesen Ausgrenzungen, auch tatsächlich auch einfach die Möglichkeit nutzen und einfach lauter werden. Und ich glaube, da ist es vollkommen legitim, dass jede Betroffenengruppe für sich die eigene Sache auch für absolut lebensnotwendig betrachtet, ne? Weil es ist natürlich eine andere Betroffenheit immer mal wieder. Und es ist auch legitim, dass man eben, wie soll ich sagen, das vielleicht mit einer unangenehmen, lauten und vielleicht manchmal sogar pöbelnden Art macht, weil es eben eine historische Gegebenheit ist, dass man einfach sehr lange unterdrückt wurde. Und ich glaube, wenn ich vorhin von Instrumentalisieren und Kampfbegriff gesprochen habe, da meinte ich vor allen Dingen weniger eigentlich die betroffenen Gruppen, sondern vor allen Dingen diejenigen, die sehr skeptisch einem Diversitätsbegriff sie sehr viele Schwierigkeiten haben, sich dem zu öffnen. Und ich glaube, diese Symptomatik, dass man eben innerhalb dieser betroffenen Gruppen, dass man da sehr laut ist und untereinander vielleicht sogar sich vermeintlich gegenseitig bekämpft, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass es allerhöchste Zeit ist eben, dass der Ruf nach einer, im Grunde geht es ja nicht darum, so habe ich es zumindest verstanden, zu sagen, ich bin die bessere Person und ich verkörpere das größere Opfer, was ich der Gesellschaft gegeben habe. Es geht vielmehr darum, dass man irgendwann das Ziel erreicht, dass man einfach nicht mehr laut sein muss, sondern dass man einfach angekommen ist. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ein Teil der wichtigen Diversitätsarbeit als Prozess betrachtet, sage ich jetzt mal. Ja, vielen Dank, Aurore. Und da du auch eben darüber gesprochen hast, dass das jetzt auch Zeit ist, auch laut zu werden und diesen Platz auch einzunehmen, kommen wir dann auch direkt zu unserer nächsten Frage. Und zwar möchten wir wissen, was ihr alle macht. Also gibt es gewisse Vereine oder auch andere Kontexte, in denen ihr euch aktiv für Diversität einsetzt oder auch Diversität lebt? Und das ist jetzt auch generell gemeint, also in eurer Freizeit, beruflich, aber auch an euer Leben an der Universität. Ja, Latifa, deine Hand ist oben. Ja, Lina meinte ja schon bei meiner Vorstellung, dass ich mich schon lange Zeit, also meine Eltern waren da auch schon aktiv, deswegen es war immer präsent in meinem Leben, im Verein AISA NGO International, so heißt er heute. Und also ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass das Leitmotiv von diesem Verein ist halt wirklich, dass man ja schon die Werte des spirituellen Islams mitnimmt, aber der eigentliche Sinn ist, dass man wirklich eine Friedenskultur schafft. Und da ist es auch nicht unbedingt der Fokus auf den religiösen Dialog. Das ist ein Teil davon, aber ja, es ist halt ein sehr weltoffener Verein, der halt für diesen Frieden einsteht. Und ja, da gibt es auch mehrere Projekte, die auch in Saarbrücken, also dadurch, AISA NGO ist quasi der Mutterverein quasi, und da gibt es viele verschiedene Zweige und einer davon auch in Saarbrücken, und der heißt halt AISA Sonderlux. Und ja, dazu gab es halt verschiedene Projekte, wo Leute zusammenkamen, unter anderem auch Workshops gab zu arabischer Kalligrafie, zum Thema Weiblichkeit, auch zu ökologischen Themen gibt es da viele Projekte. Und was interessant ist, es gab in 2013 zu Neujahr ein Seminar dazu, wo quasi eine saarländische Musikgruppe auf der Bühne war und dann auch eine andalusische Musikgruppe auf der Bühne war. Und das war halt ganz nett zu sehen. Und ja, genau, so engagiere ich mich quasi in meiner Freizeit und versuche, ja, diese Weltoffenheit und dieses friedliche Zusammenleben an verschiedene Gruppen, in verschiedenen
ja, Lebensbereichen zu leben. Und ja, dazu gibt es auch übrigens, für die, die es noch nicht wissen, am 16. Mai, also gestern, ist auch der internationale Tag des friedlichen Zusammenlebens, offiziell in der UN. Also ja, das ist ein offizieller Tag. Und ja, genau. Vielen Dank. Vielleicht möchte Lisa, deine Hand war oben. Möchtest du als Erste und anschließend Emily was beitragen? Lisa, noch ist kurz dein Mikro aus. Genau. Und vielleicht klicke ich mich ganz kurz ein, um zu sagen, allen, die zuhören, wir werden nachher die Vereine auf der Webseite der Stabsstelle Chancengleichheit auch nochmal zugänglich machen. Also alles, was jetzt erwähnt wird und ihr habt es nicht schnell genug mitgeschrieben, es interessiert euch aber, wird aber nachher nochmal zu finden sein. Hört man mich jetzt? Ein Thema, was jetzt tatsächlich noch gar nicht gekommen ist, ist quasi die Ecke der Diversität um psychische Erkrankungen. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ja, ich bin depressiv und das schon sehr, sehr lange. Und ich muss sagen, bis vor circa 2 Jahren, ich bin jetzt 25, also bis ich 23 war ungefähr, habe ich da einfach nicht drüber geredet. Das war so, das ist meins, das gehört zu mir und das geht auch keinen anderen was an und deshalb, nö, möchte ich bitte nicht drüber reden. Bis ich gemerkt habe, es bringt nichts, drüber zu reden. Ich bin leider nicht in einem Verein oder sowas, weil ich wüsste auch gar nicht, dass es sowas hier in Saarbrücken gibt. Ich bin in der Selbsthilfegruppe aktiv. Ansonsten versuche ich das quasi so ein bisschen in Eigenregie Leuten zu vermitteln, dass psychische Erkrankungen kein ich könnte jetzt sagen, kein Beinbruch sind, aber das ist kein gutes Bild. Das muss euer Leben nicht bestimmen oder anders, es kann euer Leben bestimmen, aber auch positiv. So seltsam das jetzt bei einer Depression durchaus klingen mag. Viele von diesen Krankheiten sind chronisch, das heißt wahrscheinlich im Laufe des eigenen Lebens nicht zu kurieren. Und das gerade wenn man jung ist und sowas diagnostiziert bekommt, kann das ein sehr, sehr harter Schlag sein, wenn es zu der Zeit nicht schon einer ist, weil man tief drin steckt in der Depression, jetzt während Corona ganz besonders, weil alles das, was man Depressiven normalerweise sagt, was man tun soll, nämlich wir sollen rausgehen, wir sollen Leute treffen, wir sollen Sport machen, wir sollen schön aktiv sein überall, das ist jetzt leider weg. Das heißt, alles, was man sich über die Jahre aufgebaut hat, ist quasi mit dem ersten Lockdown so ein bisschen ad acta gefallen. Das heißt, was ich persönlich mache, ist, ich rede mittlerweile eigentlich sehr gerne darüber. An der Stelle auch vielen Dank an die Frau Claudia Florian, die mich hier quasi erst reingezogen hat. Sonst hätte ich hiervon wahrscheinlich gar nicht erfahren. Ja, und versuche irgendwie den Leuten klarzumachen, dass das ist keine Schwäche. Es nennt sich zwar Krankheit, aber es ist keine Schwäche. Und nur weil man diese Diagnose jetzt hat, und in dem Moment rede ich jetzt von Krankheit im Sinne von hat für einen selbst einen leidvollen Aspekt, dass man da drüber sprechen möchte und dass man da auch eine Diagnose drüber haben möchte und ja. Aber es heißt nicht, dass man ein minderwertiger Mensch ist. Und das heißt auch nicht, dass man kein erfülltes Leben haben kann. Und das heißt auch nicht, dass man irgendwie, also dass es irgendwie fair ist, anders behandelt zu werden. Wobei ich an der Stelle auch nochmal ein schönes Beispiel bringen will mit, dass man das Leuten auch ganz gerne nicht ansieht. Das heißt, man sollte bei sowas sowieso mal etwas vorsichtig sein. Die ersten Leute, denen ich das erzählt habe, das waren Kommilitonen von meiner ersten Uni. War gerade bei meinem Auszug aus der ersten Studentenbude in die zweite Studentenbude von 15 auf 16 Quadratmeter oder so, einmal quer durch Frankfurt. Da hatten wir irgendwie dann das Gespräch drüber und er war so, ja, okay, warum, also mein Kommilitone war so, ja, okay, warum bist du denn so häufig nicht da? Und ja, man hört dann auch tagelang nichts von dir. Und ich war so, ja, okay, ich bin halt depressiv. Es gibt Tage, da geht das einfach nicht. Das ist dann, an den Tagen brauche ich so viel Energie für mich selbst und um mich selbst quasi irgendwie am Laufen zu halten, dass ich dann nicht noch Energie habe für andere Leute. Und sein Kommentar war so, hey, das sieht man dir ja gar nicht an. Und das ist was ich ganz, ganz häufig irgendwie erfahre, dass man das viel einfach nicht sieht und das ist einfach was nicht sichtbar ist und was die meisten Leute auch nicht wollen, dass es sichtbar ist. Und ich habe jetzt viel zu lange geredet, deshalb Latifa. Nein, Entschuldigung, Emily. Ich glaube, Emily war zuerst. Ja, danke schön. Ich finde das auch gerade super mutig von dir, weil ich weiß, als ich Depressionen hatte, ich konnte das wirklich echt ewig leiden, auch nicht jemandem sagen. Mittlerweile geht es mir richtig gut, dank
dank einer Hormontherapie, also alle, die damit Probleme haben, man kann halt immer noch eine Frau werden, ne? Das ist noch die Alternative. Was ich aber sagen wollte, ja, ich finde, es ist halt aber auch manchmal schon wichtig, dass man auch mutig ist und Sachen auch irgendwo einbringt. Also ich weiß, dass es an mir sehr viel Stress genommen hat, als ich an der Uni mal mit Professoren und Professorinnen geredet habe und gemeint habe, momentan ist nicht so einfach, dass ich die Hausarbeit wirklich rechtzeitig abgeben kann. Und normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, an der UDS hier, die meisten verstehen das schon irgendwie. Und wenn man da nicht so diesen Druck hat, dann ist das ja schon auch irgendwo ein Ding. Also noch zu den Vereinen. Also ich muss ja sagen, ich habe ja wirklich einige Vereine schon mitgemacht in meinem Leben. Was ich allerdings immer wichtig finde, ist, dass man sich jetzt nicht, dass man halt auch in andere Vereine eine Diversitätsperspektive immer mit einbringen kann halt auch. Also ich bin zum Beispiel in einer politischen Partei aktiv, das ist natürlich sehr wichtig, dass es dort eine Diversitätsströmung gibt. Ich bin auch gläubige Katholikin, da ist es natürlich auch wichtig, dass man da sowas vertritt. Ansonsten ein Verein, den ich sehr gut empfehlen kann, wo ich ja nicht Mitglied bin, ist den New Normal. Die waren eigentlich mal den New Normal Saarland, sind aber jetzt ein bisschen bundesweiter aktiv. Und die sind wirklich, die sind richtig gut und auch sehr offen und sehr jung. Okay, ja, also nur noch mal kurz zu New Normal. Ich glaube, die haben sich auch die sind erst letztes Jahr, haben die diesen Verein gegründet. Also der ist auch sehr neu und ist deshalb auch natürlich top aktuell. Okay, als nächstes hatte Irini die Hand oben, dann Latifa, dann Aurore und dann Lukas. Ich kann das gar nicht so einschätzen. Ich sehe gar keine Meldungen außer meine eigene. Naja, also was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist auch nochmal Danke an Emily und Lisa, dass ihr eure Erfahrungen teilt, weil, also das ist wichtig, darüber zu reden, aber ich finde halt schon, dass da richtig viel Mut zugehört. Vor allem, Lisa, du hast es so schön gesagt, dass es so viele Krankheiten und Einschränkungen gibt, die man nicht sehen kann, wo Leute halt dann sagen, ach, sieht man dir aber gar nicht an. Und das finde ich finde das total mutig, dann halt so zu sagen, ja, aber ich habe halt dieses Problem und ich habe auch eine chronische Krankheit, die man mir nicht ansieht. Und am Anfang hatte ich immer so eine richtige Hemmschwelle zu sagen, ja, ich hab eine Einschränkung, weil ich habe mich auch immer so gerne dahinter versteckt, dass man es nicht sieht. Ich habe rheumatoide Arthritis und an schlechten Tagen kommt es halt vor, dass ich nicht mal meine Gabel halten kann beim Essen. Und dann geht man halt einfach nicht mit Leuten essen, wenn man ganz genau weiß, es könnte passieren, dass mir ständig die Gabel runterfällt. Und wenn sowas passiert, dann überspielt man das immer so, ja, ich bin ja so tollpatschig und haha. Aber eigentlich muss man dafür viel mehr Awareness schaffen und einfach viel mehr Akzeptanz und den Leuten bewusster machen, dass es gibt halt Krankheiten, die kann man nicht sehen und man kann Leuten so einfach auf den Schlips treten. Und ich denke mir halt auch ganz oft so, wenn, also, keine Ahnung, wenn jetzt jemand vor mir steht und weiß ich nicht, dem passiert halt sowas wie, dem fällt eine Gabel runter, dann würde ich halt nie so das Kommentar machen, bist du tollpatschig, einfach weil ich weiß, wie die andere Perspektive ist. Aber die meisten Leute meinen es halt auch einfach gar nicht böse. Und deswegen ist das, also dieses einfach Awareness schaffen und auch einfach eine Bewusstsein schaffen für Krankheiten, oder Einschränkungen, die nicht visuell sind, ist mir auch in meiner Masterarbeit einfach super wichtig, weil viele auch einfach nicht wissen, dass es Nachteilsausgleiche gibt für Studis, die halt solche Probleme haben. Und das wird viel zu selten kommuniziert, weil es halt auch einfach irgendwie ein Tabuthema ist. So, wer redet schon gerne darüber, dass er Depressionen hat? Wer redet schon gerne darüber, dass einem beim Essen die Gabel ständig aus der Hand fällt oder so, ne? Ich weiß nicht, also um eine letzte Sache noch zu sagen, jetzt mit den Impfpriorisierungen hatte ich halt auch schon öfter, dadurch, dass ich halt eine chronische Erkrankung habe, bin ich natürlich in einer Prio-Gruppe gewesen, natürlich.
und bin halt jetzt schon geimpft. Und ich habe ganz oft den Kommentar gekriegt, wieso bist denn du schon geimpft? Du bist doch jung und kerngesund. Und das ist halt so, ich finde, mit solchen Aussagen muss man halt immer echt ein bisschen vorsichtig sein, weil man Leute, also mich verletzt das dann auch so ein bisschen, wenn Leute mich so accusen, als wäre das voll unnötig, dass ich geimpft bin. Aber man will es halt auch nicht jedem auf die Nase binden. Aber es ist wichtig, mutig zu sein und darüber zu sprechen. Vielen Dank, Irini. Vielleicht kann Latifa weiterführen. Ja, und zwar, ich wollte erstmal sagen, dass ich es auch sehr mutig von euch beiden, also Lisa und Irini, finde, dass ihr offen darüber redet. Und ja, vor allem, weil ich habe auch mental viel durchgemacht mit Depressionen. Ich hatte auch mal einen Burnout und das war halt auch an der Uni. Und es ist wirklich sowas, wo man sich selber, also es geht einem schon schlecht. Man macht sich noch extra Druck, dass niemand es merkt, dass es einem schlecht gibt. Weil es war mir einfach so peinlich und ich wusste nicht, wie ich es erklären soll. Und vor allem eine Panikattacke an der Uni zu haben oder von einer also von einem Studierenden, wo man halt weiß, so, oh Gott, die Person hat das jetzt im Kopf vor mir, also im Kopf, wenn sie mich sieht. Das ist einfach was mega Peinliches für einen selber und deswegen, also ich finde das toll, dass wir dieses Gespräch haben und dass es normalisiert wird, damit man sich denkt, so, okay, die Person dreht jetzt gerade, also die Person hat wahrscheinlich gerade eine Panikattacke, deswegen ist sie gerade so. Und es ist halt wirklich als was Normales angesehen ist und keine Anomalie oder ja, wie gesagt, ja, genau. Vielen Dank für diese Worte. Lukas, möchtest du noch was dazu sagen? Und danach Lisa. Also ich finde es toll, wie man sieht, wie viele Facetten auch Diversität eben haben kann. Also finde ich ganz großartig, worüber wir heute alle sprechen. Und ich wollte noch kurz eben von meiner Arbeit kurz einfach ein bisschen Input geben, weil ich auch nur jedem empfehlen kann, wenn man an der Uni was verändern möchte, dann ist man in der Hochschulpolitik genau richtig. Irini hat gerade schon Beispiele genannt, wofür sie sich einsetzt und ich setze mich eben auch dafür ein, dass wir eine inklusivere Universität werden. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, hatten wir eine große Debatte im Senat über das Hissen der Regenbogenflagge vor nicht allzu langer Zeit, 2-3 Jahren, wo man einfach sich sozusagen dagegen gestellt hat, die am Christopher Street Day zu hissen, wie es eigentlich üblich war in der Vergangenheit. Also noch nicht so wahnsinnig lang, aber schon die 3-4 Jahre davor war sie immer gehisst und dann hieß es ein Jahr, nee, machen wir nicht. Also nicht so schöne Begründung und so. Und da ist halt wichtig, dass man da aufsteht und sagt, das ist aber ein Zeichen, dass sich hier bestimmte Gruppen eben wohlfühlen können an der Universität und für sowas lohnt es sich immer zu kämpfen und nur um diese Geschichte noch mal einmal zu zeigen, wie wichtig das ist. Letztendlich haben wir diese Debatte dann gewonnen im Senat, als es zur finalen Abstimmung kam, dass sie gehisst werden sollte, nur dadurch, dass unser Präsident gesagt hat, er hätte so viele, eigentlich war er ja derjenige, der das nicht wollte, nur dadurch, dass er gesagt hat, er hätte so viele E-Mails erhalten von Mitarbeitenden, die sich beschwert hätten beim letzten Mal, als die gehisst wurde. Und das war eben ein Mitgrund, warum, dass es da scheinbar Vorbehalte gab. Und das hat aber bei den Senatorinnen und Senatoren sozusagen, auch die vorher überlegt hatten, aus anderen Gründen, das eher vielleicht nicht zu machen, hat dann eben dafür gesorgt, dass eine große Mehrheit dafür war, dass wir dieses Zeichen setzen müssen, dass es eben umso wichtiger ist, wenn es Leute an unserer Universität gibt, die sich dadurch gestört fühlen, wenn für 2 Tage an einem Wochenende dort die Regenbogenflagge hängt, dann ist das, glaube ich, umso wichtiger und damit haben wir sozusagen dann das Ruder auch nochmal gedreht. Also es war sehr interessant einfach, aber daran sieht man, also in solchen Fragen ist es einfach wichtig, dass man sich hochschulpolitisch engagiert, dass man für solche Sachen kämpft und für ganz viele andere auch, genau. Ich bin, also Thema Hochschulpolitik, ich bin relativ zum Beginn meines Studiums hier, ich glaube schon im 2. Semester bin ich in die Fachschaft von der Informatik eingetreten.
A, weil ich das Gefühl hatte, die können noch ein paar Frauen vertragen. Und B, weil ich mir dachte, okay, mich ärgert hier insbesondere in Informatik schon einiges. Da könnte man doch bestimmt was dran machen. An der Stelle 2 Sachen, nämlich A, wenn irgendjemand hier, sei es unter den Panel-Teilnehmern oder unter den Gästen jemanden gibt, der das Gefühl hat, er möchte mit jemandem reden. Das Hilfetelefon ist immer eine Option. Das KISS ist immer eine Option. Und kennen ganz viele nicht die unabhängige Patientenberatung. Die Nummern findet man online, die sind nahezu immer verfügbar, haben mich schon in den übelsten Situationen aufgefangen, nur so als kleinen Input. Noch als Addition zu dem, was Emily gesagt hatte, ich bin mittlerweile auch in einer normalen politischen Partei aktiv, bei der mir das auch sehr, sehr wichtig war. Worauf ich aber eigentlich zurückkommen wollte, war das Hochschulpolitische. Und zwar, ich habe häufig das Gefühl, dass Studiengänge sich darüber gar keine Gedanken machen. Dass es Menschen gibt, also ich spreche jetzt insbesondere von der Informatik, dass es Menschen gibt, deren Woche eventuell nicht so aussieht wie die von einem, ich möchte das Wort normal nicht benutzen, Beispiel von einem Menschen ohne Depressionen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor mir stehen das Softwarepraktikum. Das ist ein großer Klotz, den man vor sich hat. Das sind 7 bis 8 Wochen hartes Programmierbootcamp bei den Informatikern. Das Ganze läuft von 8:30 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Problematisch ist jetzt, dass mein Therapeut zum Beispiel nur zwischen 9 Uhr und 17 Uhr überhaupt Therapiestunden anbietet. Das heißt, und ich kann nicht mal einfach so 8 Wochen auf meine Therapie verzichten. Es tut mir leid, das ist keine Option. Das ist auch für ein Studium keine Option, mich da auch in meiner eigenen Entwicklung irgendwie so weit zurückzuwerfen, weil nee. Und an der Stelle auch nochmal ein bisschen Werbung für die Gleichstellungsstelle. Wenn man da Probleme hat, kann man sich da durchaus mal hinwenden. Sei das jetzt Prüfungsangst, Depression oder sonst irgendwas. Da geht doch am Ende häufig mehr, als man denkt. Aber ich glaube, da muss auch an der Uni noch ankommen, dass das nicht jeder immer zu jeder Tages- und Nachtzeit 150% leistungsfähig ist. Weil, also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner von uns ist das. Nicht mal ansatzweise. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und es gibt eben Leute, die haben häufiger schlechte Tage. Und ich glaube, dadurch werden die Leute, die manchmal schlechte Tage haben, denen die Gabel aus der Hand fällt oder die eben manchmal einfach einen ganzen Tag auf ihrem Gesicht liegen und damit schon vollkommen beschäftigt sind den ganzen Tag, einfach total übergangen. Das heißt, uns wird es irgendwie, finde ich, unnötig schwer gemacht, weil ich glaube, es gäbe da genug Möglichkeiten rundherum, einen Abschluss zu machen. Ich weiß genau, ich werde diesen Abschluss nicht in Regelstudienzeit schaffen. Auf gar keinen Fall. Das macht die Konstruktion des Abschlusses einfach für mich persönlich unmöglich. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett am Thema vorbeigelaufen. Nein, keine Sorge, auf jeden Fall. Du hast sehr interessante Aspekte auch benannt, die auch eben wichtig sind. Ne? Und Aurore hat noch schon seit einer Weile die Hand oben. Vielleicht kann sie als nächstes reden und anschließend Latifa. Eigentlich im Grunde genommen wollte ich eigentlich auf diese Punkte auch nochmal eingehen, weil das bringt ja wieder das Thema Leistung und Diversität auf den Tisch. Ne? Also wir leben nun mal in einer Gesellschaft, also ich sage jetzt mal vielleicht noch mit dieser leicht kalvinistischen Tradition, in der sozusagen ein Mensch nur ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft auch ist, wenn er oder sie leistet. Die Soziologin Artkus hatte mal einmal gesagt, bewusst sehr plakativ, aber hat einmal erwähnt, in Frankreich ist Armut ein Systemfehler, in Deutschland ist Armut individuelles Versagen. Also ich glaube, dieser Aspekt, der beschrieben wurde, also ich kann aufgrund von meiner persönlichen Disposition, kann ich eine bestimmte Leistung nicht, wie die Gesellschaft es erfordert, erfüllen. Das ist auch, glaube ich, gerade an unserem Campus eigentlich eine sehr, sehr wichtige Diskussion. Und ein Grund, weil das ja die Frage zu Beginn, wo engagieren wir uns? Ein Grund, warum ich mich beispielsweise jetzt in der AG Antirassismus engagiert habe, ist auch, weil ich im Laufe meiner
Uni-Karriere, sage ich jetzt mal, zum einen sehr viel Glück hatte, tatsächlich. Also ich hatte wenig Hürden kennengelernt. Wenn ich aber welche kennengelernt habe, dann ordentlich harte. Und ich konnte eben auch am Beispiel von anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen sehen, was es bedeutet, eben diskriminiert zu werden. Und das fing natürlich damit an, dass man wenig Verständnis dafür erhalten hat, dass man aufgrund von einer persönlichen Bedingtheit, für die man einfach nichts kann, zum einen von vornherein Zuschreibungen sozusagen erhält, ne? Also Professorinnen und Professoren, ich sehe hier auch einige Lehrende, deswegen finde ich das Thema auch gerade heute wichtig, sind manchmal sehr oft mit Sicherheit unbewusst sehr schnell darin, eben auch ihre Schlüsse zu ziehen und Leistung mit Persönlichkeit auch gleichzusetzen und auch vielleicht sehr wenig Blick dafür zu haben, dass, ja, wie soll ich sagen, dass hinter jedem Menschen einfach ein Hintergrund auch steht, ne? Und natürlich sind wir alle keine Psychologen und das soll auch nicht so sein. Wir sind auch nicht alle antirassistische Experten, das ist klar. Aber ich glaube, eine Universität als Ort der Weltoffenheit oder als Ort, also Weltoffenheit in Anführungsstrichen auch, aber als Ort des Wissens und als Ort der Wissensweitergabe muss, glaube ich, sich auch bewusst werden, was sie für einen Leistungsbegriff auch eigentlich haben möchte, vor dem Hintergrund, dass eben die Universitätsmitglieder in Anführungsstrichen divers sind. Ich glaube, das fand ich sehr, sehr wichtig, weil, ich nenne konkrete Beispiele, es ist immer noch viel zu häufig der Fall, dass ehemalige Studierende einfach auch darüber berichten, dass sie eben aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft, also auch soziale Herkunft, eine gewisse, soll ich sagen, Ablehnung auch erfahren. Sie beobachten mit, ich sage jetzt mal, Cis-Menschen eine gewisse, wie soll ich sagen, Microaffirmation, also das Gegenteil von Microaggression, sage ich jetzt mal, und gucken eben voller Neid im Grunde genommen dahin, dass Menschen, die der vermeintlichen Norm entsprechen, ganz anders behandelt werden als sie selbst. Also ich glaube, das ist eigentlich ein Punkt, der vielleicht auch wichtig ist, weil wir einen sehr, sehr starren Leistungsbegriff auch haben, der im Grunde vielleicht nicht unbedingt viel Raum für Diversität eigentlich lässt. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Aurore. Latifa, vielleicht ein Schlusswort und dann kommen wir zur nächsten Frage. Ja, genau. Und zwar, ich fand das auch alles sehr interessant, was gerade gesagt wurde. Ich wurde da nebenbei jetzt zurück zur eigentlichen Frage mit den Vereinen, wo man sich engagieren kann. Also ich finde tatsächlich, dass soziale Medien heutzutage wirklich ein sehr starkes Sprachrohr für einen sein kann, wo man sich halt wirklich äußern kann, vor allem bei Themen, bei denen man vielleicht Angst hat, sich zu äußern. Also ich meine jetzt allgemein das Thema, was gerade sehr aktuell ist mit Palästina. Und ich finde es halt sehr interessant, dass man jetzt mal ganz neutral gesehen, dass man sieht, wie die Menschen wirklich darüber fühlen. Ich habe das Gefühl, diesmal sieht man wirklich sehr viele Äußerungen dazu, dass sich mehr Leute dazu äußern, als seitdem dieses Problem quasi schon besteht, schon über Jahre lang. Und deswegen ist es auch nicht zu vernachlässigen, finde ich, weil man dadurch halt quasi in seiner eigenen kleinen Blase dadurch eine Debatte führen kann. Und das kann man jetzt auch auf andere Themen anwenden. Und ich finde es auch wichtig, dass, vor allem bei den jungen Menschen sieht man das halt heutzutage. Und ich finde auch, diese Awareness kann halt auch dadurch sehr gut gezeigt werden. Und dieses politische Engagement wird ja auch ein bisschen modisch quasi. Und dadurch sehe ich eigentlich schon, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Debatten wirklich an den Mensch zu bringen. Genau. Jetzt hat, glaube ich, Quentin noch nicht dazu gesagt und Estelle auch noch nicht. Für Estelle werde ich die Frage gleich in die nächste Frage mit ummünzen. Quentin, hast du was du noch mit teilen möchtest, wo du dich gerade engagierst, Vereine etc. oder gerade nicht? Ja, ab und zu engagiere ich mich, wie schon gesagt wurde, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die auch sehr feministisch orientiert ist. Und da
habe ich, habe ich mich nicht nur mit Veranstaltungen auseinandergesetzt, sondern auch im Rahmen von Wissensvermittlung auch mit Themen rund um Feminismus, Geschichte und so weiter auseinandergesetzt. Und ja, diese Themen waren auch ganz neu für mich. Und da hatte ich auch mit Themen rund um Eltern zu tun, zum Beispiel, wie man als Eltern, als Vater, wie ich zum Beispiel, als Student und Vater, mit dem Alltag umgeht und mit Studium und so weiter. Und ich wollte einfach auch die Diskussion im Rahmen der Stiftung auch in diese Richtung zu bringen. Aber ja, mit Corona war es ein bisschen schwieriger und ja, zusammengefasst ist das so im Moment bei mir. Und ich wollte auch zu den Erfahrungsberichten der Panelmitglieder hier auch sagen, dass wenn man zu meinem Erlebnis als Vater und Student, dass es ja mit einer neuen Situation weiß man nicht immer, wie man umgeht, aber im Zusammenhang mit den sozialen Strukturen, zum Beispiel mit Uni und Gesellschaft und so weiter, hatte ich nicht wirklich viel Kontakt, zum Beispiel, ja, mit der Pandemie und so weiter. Und dazu kann ich auch nicht wirklich viel erzählen, aber bei meinem Studium zum Beispiel wird meine Vaterrolle sehr, sehr schwer und ja, und ich habe den Eindruck, dass ich alles nicht wie früher schaffen kann, nicht mehr mit derselben Geschwindigkeit und so weiter. Und da fange ich wirklich an, Rücksicht zu nehmen darauf, was die anderen auch erleben in ihren persönlichen Situationen. Mhm. Danke, Quentin. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch am Zentrum für internationale Studierende gearbeitet. Möchtest du dazu auch noch was zu sagen? Oder habe ich das verwechselt mit dem Housing Office? Da hast du auf jeden Fall noch gearbeitet, ne? Ich glaube, das war jetzt an Quentin gerichtet. Vielleicht kannst du, aber er war nicht bei CIS, aber ich glaube, er war beim Housing Office aktiv. Ich ich war eigentlich nur bis jetzt beim Verein afrikanischer Studierenden aktiv. Im Housing Office nicht so sehr, nee, noch nicht. Aber da hattest du, als du ankamst, was nämlich, ich erinnere mich nämlich, genau. Da hast du nämlich, genau, das finde ich auch ganz interessant, dass wir hier auch mal kurz das Housing Office ansprechen können. Also das ist ein Office, dessen Angebot sich speziell an internationale Studierende richtet, die gerade zum ersten Mal nach Deutschland kommen, um eben Unterstützung auf dem privaten Wohnungsmarkt anzubieten. Weil das ist natürlich auch sehr wichtig. Die Universität hat viele, ich glaube, es sind 20% der Studierenden sind international und es ist bekannt, man weiß es ja, dass es besonders für ausländische Studenten, die nicht die Sprache sprechen, sehr schwer werden kann, eine Wohnung, eine Bleibe zu finden, wenn man hier erstmal ankommt. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu CIS. Das steht natürlich für Zentrum für internationale Studierende. Hier sind nämlich auch 2 von CIS dabei als Zuschauer. Die können vielleicht im Anschluss auch noch etwas dazu sagen, aber das ist auch nur wichtig, dass wir wissen, dass es das gibt, dieses Angebot. Und das wird natürlich auch in der Vereinsliste, die wir anschließend zur Verfügung stellen, auch nochmal genannt. Genau. Perfekt, danke Lina. Super, ist schon einiges genannt worden. Estelle, ich habe gesagt, für dich paraphrasiere ich die Frage so, dass wir gleich zur nächsten führt, denn bei dir ist ja letztlich auf der Hand liegt auf der Hand, in welchem Bereich du dich an der Uni schon engagierst, nämlich quasi hauptberuflich als Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit, die zusammen mit... Genau, ich lebe und engagiere mich sozusagen jeden Tag aufgrund meines Jobs natürlich für Diversität. Aber ich meine, das kann mich auch gerne irgendwie nochmal sozusagen zu meinem privaten Bereich äußern. Also natürlich auch da
ist mir ein Engagement für mehr Vielfalt natürlich auch nicht fremd. Also die einen oder anderen wissen das natürlich, war sehr lange auch hochschulpolitisch engagiert, bin zurzeit auch immer noch stellvertretende Senatorin, bin in einer Partei auch kommunalpolitisch sehr engagiert und tue da mein Bestes, um die Welt vielfältiger zu gestalten und einfach auch, also ich möchte halt, also mein Ziel ist es, weg von einer Minderheitenbetrachtung zu gehen, ne, und einfach ein inklusives Menschen- und Weltbild allen zu vermitteln und auch nochmal Stichwort, okay, es gibt Dinge, die man nicht sieht, ja, oder die man eben auch nicht hört. Und deswegen habe ich mir einen großen Traum erfüllt und lerne gerade auch die deutsche Gebärdensprache. Und das ist ganz toll, ja. Aber Entschuldigung Mario, dass ich dir jetzt gerade so reinbreche. Kein Problem. Was ich aber rausgehört habe, tatsächlich jetzt bei der letzten Fragerunde und bei der Diskussion zur Frage, ist, dass tatsächlich Diskriminierung auf dem Campus passiert. Ja. Ich glaube, also natürlich haben wir jetzt vornehmlich hier die studentische Gruppe sozusagen als Panel-Teilnehmende. Es wäre interessant, oder nein, andersrum, ich will das fast gar nicht aufmachen. Ich würde gerne an die Lehrenden, die auch hier sind, ich glaube, die wissen das aber auch schon, aber auch nochmal an alle Panel-Teilnehmer mitgeben, dass wir natürlich auch in der Stabsstelle Chancengleichheit und Diversitätsmanagement Trainings anbieten. Vor allem im Bereich Empowerment von internationalen Gruppen oder Arbeitsgemeinschaften. Wir können Lehrende beraten, wir können natürlich auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Studierenden, nicht wissenschaftlichen Mitarbeitenden arbeiten. Und Stichwort Nachteilsausgleich ist auch eben gefallen. Natürlich ist da bei uns die Kontaktstelle Studium und Behinderung, die unterstützt, die berät, die auch begleitet auf Wegen, wenn mal dunkle Zeiten da sind. Ja, vielen Dank, Estelle. An sich bist du gar nicht reingekrätscht, du hast nämlich meine Frage vorweggenommen, die wäre nämlich quasi gewesen, wohin wenden sich denn gerade zurzeit Menschen am besten an der UDS, die Diskriminierungserfahrungen machen, wohin sollen die sich wenden? Du hast schon einiges davon genannt. In Bezug auf Rassismus hat sich die AG Antirassismus deswegen gegründet, weil wir den Eindruck hatten, es gibt noch nicht genug Handlungsmöglichkeiten an der Uni oder sie sind nicht sichtbar. Deswegen hat sich diese Gruppe gegründet, aber vielleicht hast du schon alles gesagt oder möchtest du noch was hinzufügen, wo sich Leute melden können? Na, das ist nicht so. Wenn, dann sollten wir das auch komplettieren. Also ich meine, wir haben 4 Beschwerdestellen nach § 13 AGG an der Universität. Das sind die beiden Personalräte. Das ist die Schwerbehindertenvertretung, die zuständig ist für die Beschäftigten. Und das ist die Gleichstellungsbeauftragte und das Gleichstellungsbüro. Dahin kann man sich auf jeden Fall auch immer sehr vertrauensvoll wenden. Selbstverständlich kann man sich an die Stabsstelle Chancengleichheit und Diversitätsmanagement ebenfalls wenden. Wir sind, sage ich mal, zurzeit spezialisiert aufgrund unserer großen Einheiten auf die Themenfelder Studium und Kind, beziehungsweise Beruf und Kind oder auch Pflege, also gehen wir in den Care-Bereich und eben Studium und Behinderung. Ne? Das sind im Moment, also ich habe wahrscheinlich noch ein paar Stellen vergessen, also natürlich den Asta Irini. Genau, aber ich lasse mich sehr gerne ergänzen und komplettieren. Perfekt. Mit einem kleinen Blick auf die Uhr würde ich Folgendes vorschlagen. Wir haben 10 Minuten verspätet angefangen und vielleicht wäre es auch okay, wenn wir 10 Minuten überziehen würden, denn was uns jetzt wichtig wäre, wäre noch ganz kurz diese Fragestellung eigentlich zu stellen an die PanelistInnen. Was ist euer Erlebnis auf dem Campus? Einiges, was schon gemacht wird, hat der Kleine gerade schon vorgestellt. Gibt es vielleicht etwas, wo ihr sagt, das würdet ihr euch total wünschen auf dem Campus, das fehlt noch? Das würde uns jetzt tatsächlich noch interessieren, so ein kleines bisschen auch eine produktive Uni-Kritik, die hier die Möglichkeit ist. Ich würde vorschlagen, wir machen das so bis so 5 vor 8, um dann wirklich noch einen kleinen Moment zumindest für Fragen zu haben, die aus dem Publikum kommen. Jetzt habe ich völlig den Überblick verloren, wer sich zuerst gemeldet hat und fangen deswegen. Also ich kann es sonst sagen. Also zuerst hat Latifa die Hand gehoben, dann Emily, dann Irini und dann Lisa.
Okay, also ich habe jetzt schon raushören können, welche Stellen es da gibt, weil mir ist vor nicht allzu langer Zeit was passiert in einer WhatsApp-Gruppe von meinem Nebenfach BWL zu einer Klausur. Also die Gruppe wurde quasi gebildet in Corona-Zeit für Klausurvorbereitung und so weiter und so fort. Und da kam es halt zu einem Konflikt. Und ich habe mich halt in der WhatsApp so ausgedrückt, wie ich mich in meiner Freizeit manchmal ausdrücke, mit Jugendsprache, mit Slang quasi ein bisschen. Und da wurde mir an den Kopf geworfen, warum ich in so einem akademischen Kontext mit Gossensprache um mich werfe. Und das war so ein Moment, wo ich wusste, okay, das ist gerade nicht okay. Ich wusste nur nicht wirklich, wieso. Und es hat dann wirklich gedauert, bis ich halt darüber nachdenken konnte und so Gossensprache, was meint man eigentlich mit Gossensprache so? Will man mir irgendwie mit meinem Hintergrund ein bisschen gerade was vorwerfen? Was genau ist da? Also ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das schon rassistische Konnotationen hatte oder zumindest diskriminierende Konnotationen hatte. Und deswegen finde ich es gut zu wissen, dass es jetzt auch so eine Antirassismus-AG gibt. Und ich denke, da als Maßnahme, die man da machen könnte, wäre vielleicht einfach ein bisschen sichtbarer zu werden. Es ist jetzt momentan ein bisschen schwierig, weil sich niemand wirklich auf dem Campus befindet, aber ich glaube, einfach ein bisschen nachdenken, ob man Kampagnen heutzutage halt quasi online machen könnte, damit das ein bisschen mehr damit geworben wird und dass man halt weiß, man ist nicht alleine. Solche Sachen passieren leider manchmal und es gibt dann eine Stelle, an die man sich einfach wenden kann. Aber sonst finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass diese Stellen alle gebildet worden sind und aktiv sind. Okay, dann Irini, du hast als nächstes die Hand gehoben und anschließend Lisa. Was ich sagen wollte dazu, das passt jetzt leider gar nicht zu dem, was Latifa gesagt hat, obwohl ich das total relatable finde, was du erzählt hast. Ich denke, dass vor allem wir als AStA auch besser werden können, um als Ansprechpartner zu fungieren. Und ich finde, das ist immer total schwierig, weil wir haben halt so 100.000 Baustellen und so 50 Sachen, die irgendwie akut sind. Und es ist dann immer total schwierig zu priorisieren. Zum Beispiel waren Hannah und ich jetzt, also Hannah ist meine Co-Vorsitzende, total lange damit beschäftigt, uns Gedanken zu machen, wie können wir die finanzielle Situation von Studis verbessern zu Corona-Zeiten. Und da haben wir halt super viel Zeit und auch Passion reingesteckt und haben letztendlich auch einen ganzen Batzen Geld vom Land bekommen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich finde, dass solche Themen halt dann manchmal ein bisschen zurückfallen. Und das ist auch was, wo ich glaube, dass wir als AStA das einfach nochmal ein bisschen besser nach außen kommunizieren müssen, dass wir einfach auch sowas wie ein Kummerkasten für alle sind. Und wenn jetzt Zuschauer oder Zuschauerinnen sich irgendwie angesprochen fühlen und irgendein Problem haben oder, keine Ahnung, jemanden kennen, der jemanden kennt, wo halt so Bauchschmerzen, Situationen entstehen, dann sind wir natürlich immer, insbesondere für studentische Seite, der richtige Ansprechpartner und sind im Zweifel immer die sehr gerne und sehr gewissenhaft vermitteln. Und ich denke aber auch, dass das wichtig ist. Wir hatten zum Beispiel im Stupa, Lukas, du erinnerst dich vielleicht auch die Debatte, dass Leute auf Teams angeschrieben wurden, sozusagen anonym mehr oder weniger und halt belästigt wurden, also in was für einem Kontext auch immer. Wo wir uns natürlich dann auch dafür eingesetzt haben und gesagt haben, okay, das geht halt so irgendwie nicht und wir müssen das besser kommunizieren und wir müssen den Studis zeigen, dass es bei uns Platz gibt für Leute, die sich bedrängt fühlen, dass diese Leute bei uns ein Ohr bekommen und über ihre Probleme sprechen können und dass wir uns die auch zu Herzen nehmen und versuchen, mit denen gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ich glaube, dass das auch besonders in unserer nächsten Legislatur jetzt auch ziemlich weit nach oben auf die Liste muss.
Okay, Lisa, wenn du noch was, oder Mara, möchtest du noch was sagen? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich hätte mich sonst als Moderator eingeklinkt. Ich glaube Lisa und dann Aurore und dann würden wir, glaube ich, letzte Q&A-Session. Lisa, Aurore, Lukas und dann zur hat auch noch den. Q&A-Session. Perfekt. Okay, gut. Ja, genau zum Thema Sichtbarkeit auch. Also bei mir war es so, der Grund, warum ich von dieser Stelle wusste, war, dass der Leidensdruck bei mir persönlich so groß wurde, dass es gar keinen anderen Weg mehr drumherum gab. Das gestaltete sich halt so, dass ich während Klausuren Panikattacken hatte und mir dadurch durchaus eine halbe Stunde Klausurzeit verloren ging. Und das war einfach ein ernstes Problem. Und ich glaube, ich bin über einen Kollegen aus der Fachschaft, der mir das erzählt hatte, dass es sowas gibt, der meinte, okay, ich soll es doch vielleicht einfach mal versuchen, mich dahin zu wenden. Und ich muss sagen, seitdem mache ich jeder, der auch nur irgendwas Ähnliches mir erzählt, ich mache sofort Werbung dafür, weil in der Hoffnung, dass sich das rumspricht, dass es sowas gibt, weil ich kenne wahnsinnig viele Leute, die genau solche Probleme haben, die Panikattacken haben während Klausuren, also ich meine, Angst vor Klausuren ist ja erstmal was ganz Normales, und Klausurenangst wird wohl auch nicht so gerne genommen als Grund so. Also unabhängig davon, egal, sei das jetzt eine Depression, eine Angststörung oder irgendwas Vergleichbares oder auch nicht Vergleichbares, man hat die Chance darauf, diesen Nachteil ausgeglichen zu bekommen. Und das ist wichtig. Ich habe mich am Anfang gefühlt wie ein Hochstapler, weil ich mir dachte, scheiße, jetzt habe ich einen Vorteil gegenüber den anderen. Und das ist aber eben nicht richtig, sondern ich will eben einfach nur diesen Nachteil ausgleichen, den ich habe und für den ich nichts kann. Das Beispiel, was die Claudia Florin gebracht hat, war, naja, bei psychischen Erkrankungen ist es eben irgendwie schwieriger zu verstehen als bei physischen. Wenn ich halt, was weiß ich, pro Stunde mindestens 4-mal zur Toilette muss, dann ist das viel verständlicher für die meisten Leute, als wenn ich halt sage, okay, keine Ahnung, nach 20 Minuten bekomme ich eine Panikattacke, bekomme Herzrasen, fange an zu schwitzen und bin nicht mehr denkfähig. Das eine ist halt viel greifbarer als das andere. Und das ändert aber nichts daran, dass es ein Nachteil ist, für den ich nichts kann. Und auch, wo ich das Recht habe, das ausgeglichen zu bekommen. Und deshalb finde ich, sollte insbesondere für diese sollte den Studenten auch klar gemacht werden, dass es durchaus Sachen gibt, die ausgeglichen werden können. Und dass sie nicht alleine sind, weil zumindest insbesondere in Informatik ist es so, man fühlt sich viel ausgeliefert. Ist so. Also das ist so dieses, okay, es gibt ein Raster, wenn du durchfällst, Pech gehabt. Ja, vielleicht schafft man das ja. Also wir versuchen es jetzt gerade auch in der Fachschaft da irgendwie ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, auch um diese Möglichkeiten überhaupt wahrnehmen zu können, weil viele wissen einfach gar nicht, dass es geht. Ich wusste auch nicht bis vor einem halben Jahr. Umso wichtiger, dass du sagst. Vielen Dank, Lisa. Auch an alle, die zuhören. Nachteilsausgleich ist eine ganz wichtige Sache, die auch völlig gängig ist und deswegen auch genutzt werden sollte. Aurore und Lukas, vielleicht schafft ihr es, euch in so 45 Sekunden zu kondensieren, damit wir es doch noch schaffen, auch Fragen zu stellen. Aurore zuerst. Genau, jetzt würde ich quasi als Qualitätsmanagerin in Anführungsstrichen sprechen, vor dem Hintergrund, was kann man noch auf dem Campus machen? Vielleicht als Unterstützungsangebot für Lehrende wie für Studierende im Grunde genommen. Ein Teil der Qualitätssicherung ist ja auch, dass Lehrveranstaltungen evaluiert werden. Vielleicht wäre es interessant für die Stabsstelle Chancengleichheit, gegebenenfalls auch Fragebögen zu erstellen, die eben solche Fragen reflektieren. Also inwiefern auch der Studienerfolg der Studierenden vielleicht davon abhängen, also vor diesen Kriterien, die wir jetzt auch genannt haben. Weil ich glaube, viele Lehrende haben auch einfach die Unsicherheit, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. So erhielten sie eben Feedback vielleicht und wüssten aber auch oder könnten dann auch Rückmeldung selbst geben, was im Rahmen einer Lehrveranstaltung möglich ist, was eben nicht möglich ist und dass man da vielleicht auch ein bisschen offener darüber kommunizieren kann. Ja, du hast eigentlich fast schon meinen Wortbeitrag vorweggenommen, Aurore. Also ich finde auch, man müsste die Lehrenden da mehr unterstützen. Und ich dachte eben auch an sowas wie, wir hatten das schon mal angesprochen, dass man eben vorgefertigte Folien den Lehrenden also nahelegt, die zu Beginn der Lehrveranstaltung in den Semestern zu zeigen,
Nachteilsausgleich beantragen, aber eben auch einen kurzen, einfach irgendwie eine Folie mit den Stellen, die wir jetzt auch sammeln, an die man sich wenden kann. Ja, damit die Lehrenden das Gefühl geben, an die Studierenden, dass sie nicht ausgeliefert sind dem Ganzen, ja, dass man eben immer die Möglichkeit hat, sich an Stellen zu wenden. Vielen Dank, Lukas. Ganz wichtig, ich kriege gerade eine Nachricht rein, dass es entsprechende Folien schon gibt. Vielleicht interessant für auch Dozierende unter uns. Ich glaube, die Informationen wird es auch auf der Website der Stabsstelle Chancengleichheit geben. Und ich wollte noch ganz kurz qualifizieren, dass die AG Antirassismus, die jetzt so oft genannt wurde, letztlich ehrenamtlich getragen wird und insofern noch keine strukturelle Rolle an der Uni hat. Also es ist keine Struktur, die das schon vollständig auffangen wird, sondern die eher versucht, wirklich Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, so wie wir gerade versucht haben, strukturelle Möglichkeiten zu finden. Tut das die AG auch und man wird schauen, wie sich das auch jetzt in der Uni weiterentwickelt. An der Stelle übergebe ich jetzt aber weiter an Lina. Vielen Dank, lieber Mario. Gut, dann kommen wir auch schon zum Ende unserer vorbereiteten Fragen. Natürlich achte ich jetzt auch etwas auf die Zeit. Jetzt wäre der Moment, wo wir auf ein paar der Zuschauerfragen, so 2, 3 ungefähr, eingehen werden, damit wir auch nicht zu sehr überziehen natürlich. Für die Leute, die etwas sagen möchten, hier als Zuschauer, bitte hebt eure Hand. Das tut ihr, indem ihr, Moment, wie kann ich das am besten erklären? Also ganz oben ist eine Leiste und da ist das dritte Icon, ist ein Smiley mit einer Hand. Und wenn man da drauf klickt, kommt man auf eine Hand, die hochhebt und so kann man die Hand heben. Also jetzt ist der Moment, wo man die besten Fragen an den besten Teilnehmern hier auch stellen kann. Und ich würde vorschlagen, wir warten noch einen kleinen Moment, sammeln dann alle Fragen und gehen damit in die letzte Runde. Von daher, eine Meldung haben wir schon, vielleicht findet sich noch eine zweite oder eine dritte. Für die Überbrückung können wir vielleicht mal kurz appreciaten, dass die Technik funktioniert. Ja. Und zwar absolut ausfallsfrei. Bei mir funktioniert es gar nicht. Ich sehe gar keine Meldung. Aber nevermind, ich muss ja auch nicht moderieren. Wenn nur eine Frage da ist, können wir auch gerne einfach nur eine Frage nehmen. Das macht ja nichts. Vielleicht ergeben sich ja dann auch noch andere Fragen. Ich glaube, gerade wo die Hand ist, ja genau, Marjan Kunicke, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, einfach unmuten und die Frage stellen. Ja, es war gut ausgesprochen, danke. Ja, ich habe also erstmal vielen Dank an alle, also für eure Feedbacks und so, zum Thema Diversity und so. Am Anfang in der Einführung war schon die Frage, wie kann man das besser auf dem Campus machen und so. Und eigentlich ist sowas wie Education und so, das fängt eigentlich früh an. Man kann jetzt nicht niemanden jetzt also die meisten fangen mit 18 an zu studieren und die haben schon gewisse Ideen von den Eltern, von der Familie, von dem Freundeskreis, von der Kultur, eigene Kultur. Vielleicht wäre es auch eine Idee, keine Ahnung, so Diversity schon im Kindergarten zu bringen, irgendwie in Form von vielleicht Sprachkursen oder man malt zusammen die Welt oder so Sachen. Was ist eure Stellung? Ja. Ich bin, I don't speak German, so that's why German is a bisschen wack. Alles gut, das war alles Ja. gut. Vielen Dank für diese interessante Frage. Ich gebe mal direkt mal das Wort an Latifa, dann an Irini und dann an Lukas. Ja, also das ist auf jeden Fall ein interessanter Einwand. Deswegen würde ich es mir auch in einer perfekten Welt quasi vorstellen, dass diese Idee der Friedenskultur, diese Weltoffenheit, diese interkulturelle Kompetenzen, dass diese ganzen Kompetenzen quasi schon sehr früh einem beigebracht werden, weil heutzutage im Kindergarten gibt es schon, also sind schon viele kulturelle Gruppen, jetzt vielleicht in dem Alter erst, kulturelle Gruppen vertreten und da könnte man halt quasi schon anfangen und quasi halt so spielerisch den Kindern sowas beibringen. Ich denke, das könnte auch viel
helfen, auch wenn die Eltern quasi da ein bisschen voreingenommen sind und und den Kindern ihre eigenen Ideen schon in die Wiege legen wollten. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee und ich würde mir auch wünschen, dass das in Zukunft gemacht wird. Okay, ja, was mir gerade auch gesagt wurde, ja, hier an der Okay, also was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass die Unikita, also hier an der UDS, das auch schon einbringt. Und zwar, genau, Kita Unikate. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das die Kita vom Studentenwerk ist. Ich glaube, es ist die Kita für die Beschäftigten der Universität, genau, die das auf jeden Fall einbringen. Und es ist ja natürlich auch wichtig, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir so viele Nationalitäten auch bei den Beschäftigten der Universität selber haben. Also ist auf jeden Fall wichtig. Okay, als nächstes dann Irini und dann Lukas. Vielleicht bevor ich mit meinem Redebeitrag anfange, ich weiß nicht, Michelle Fröse-Kuhn, du hast gerade so genickt. Magst du noch einen kurzen Werbeblock für die Kita schalten oder was dazu sagen? Nee? Okay. Also was ich sagen wollte ist, erstmal vielen Dank für deine Frage, weil ich habe das Gefühl, dass viele von uns sind halt irgendwie auch in einem bi- oder tri- oder mehrnationalen Kontext aufgewachsen und für mich ist das selbstverständlich, für mich ist das gar kein Thema, für mich ist so eine Sensibilisierung nichts, womit ich mich aktiv auseinandersetze, weil es einfach für mich normal ist. So, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe 2 verschiedene Familien, 2 verschiedene Kulturen, die manchmal auch ganz schön aufeinander clashen, aber das ist für mich halt in meiner sozialen Bubble voll normal. Und ich würde mir wünschen, dass das für alle so ist. Und ich finde, Latifa, du hast was gesagt, was eine sehr gute was ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung ist, das für alle selbstverständlich zu machen. Und ich kann vielleicht noch ergänzen, wo denn die Universität da auch einen Beitrag zu leisten könnte. Da sind wir nämlich wieder bei der Hochschulpolitik. Und zwar ist die Antwort beim Lehramtsstudium. Und das haben wir schon x-tausendmal angesprochen, dass das Lehramtsstudium, nämlich die Lehrenden der Zukunft, die müssen ja wissen, wie sie damit umgehen, mit diversen Klassen, mit Klassen, wo mittlerweile mehr als die Hälfte einen Migrationshintergrund hat und so weiter. Und da kann man den Lehrenden aktuell wenig Vorwurf machen, weil die ja auch nur das sozusagen runterrattern oder das abarbeiten, was ihnen vom Ministerium vorgegeben wird. Und das Zentrum für Lehrerbildung ist da eigentlich auch schon aktiv dabei, das immer wieder zu fordern. Aber leider ist die Politik da knallhart und sieht das noch nicht so. Also das Ministerium sieht einfach die Notwendigkeit da scheinbar nicht und weigert sich, die Lehrpläne entsprechend anzupassen. Und das muss man einfach so deutlich sagen. Und da sind wir jetzt wieder bei der Universität. Das muss auch die Universität immer wieder so deutlich sagen. Die Universität, also das Präsidium, muss immer wieder sagen, dass sich da etwas verändern muss und muss immer wieder im Dialog mit dem Ministerium sich dafür stark machen, dass sich sozusagen in der LehrerInnenausbildung etwas dementsprechend ändert. Das wäre so ein Beispiel, was sozusagen die Universität eben auch tun könnte. Ganz wichtiger Beitrag. Vielen Dank, Lukas, dafür. Ich schaue ganz kurz auf die Uhr und stelle fest, wir haben noch eine Frage. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Manchmal, während wir so sprechen und diskutieren, denken wir gleichzeitig und kommen dabei auf neue Ideen und Gedanken. Und mich würde doch nochmal interessieren, vielleicht die Panelistin, ob ihr vielleicht gleich in 30 Sekunden nochmal einen Gedanken teilen möchtet, von dem ihr denkt, es ist euch jetzt so beim Reden gekommen und das möchtet ihr am Ende noch loswerden. Würde vorschlagen, Chantel, wenn du oder sie die Frage noch stellen möchtet, gehen wir danach direkt in die Schlussrunde und alle haben nochmal so 30 Sekunden, bevor wir das Panel dann beschließen. Okay, alles klar. Hört man mich? Sehr gut. Okay, alles klar. Also ich studiere Medizin und es ist so, dass in der UKS ist ein bisschen anders mit Rassismus, weil es gibt auch nicht so viel Diversität sozusagen.
Und wenn man über Rassismus spricht, ist alle plötzlich stumm und versteht das nicht, weil man ist als sozusagen Schwarzer fast alleine zum Beispiel. Und ich fühle mich, als wenn ein Reform des Medizinstudiums sein sollte, wo man nicht nur kreuzen sollte, sondern auch Verständnis für Menschen haben sollte. Weil zum Beispiel, wenn ich zum Krankenhaus oder so gehe, dann ist es immer so ein Thema, dass, obwohl ich Deutsch sprechen kann, dass die Ärzte als auch die Krankenschwester mit ihren Füßen und ihren Händen mit mir sprechen. Und die sagen, obwohl ich rede so mit denen, dann sagen sie, verstehen Sie mich? Und dann es ist eigentlich, es stört einen schon. Und es gibt auch Aussagen von, zum Beispiel, als ich einmal bei der Betriebsarzt war, dann hat er gesagt zu mir, oh, Sie haben das Physikum bestanden. Ach, wie kommt das denn? Und man sagt, okay, man erlebt jeden Tag Rassismus, nicht nur von Studenten, auch von den Dozenten. Und wenn man das sagt, ist es immer so, oh ja, sie sind zu sensibel, so und so, ja, einfach die Augen zumachen und es wird alles gut. Und das ist es nicht. Und es ist sehr unangenehm im Studium. Verstehen Sie, was ich meine? Weil man kämpft so viel und dann ist es immer so ein Thema, wo keiner hört so und jeder sagt, oh, sie sind einfach zu sensibel, seien sie nicht so und so fort und so weiter. Und ich fühle mich, als wenn irgendwas muss gemacht werden, weil letztendlich ist das Studium, das Medizinstudium, hat mit Menschen zu tun. Und Menschlichkeit sollte da sein. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig an der UKS. Ja, vielen Dank für den Beitrag und auch für das Teilen von persönlichen Situationen. Dankeschön dafür. Ich würde vorschlagen, wir überführen diese Frage oder dieses Statement jetzt in die letzte Runde und alle haben nochmal die Möglichkeit, ganz kurz noch was zu sagen, was euch jetzt wichtig ist heute. Oroch, du hattest als erstes die Hand oben und danach Lukas. Dein Mikro ist noch aus, Oroch? Genau, dann würde ich meine 30 Sekunden vielleicht tatsächlich auch dafür nutzen, um das nochmal zu betonen, was Chantal gerade gesagt hat. Das ist auch der Grund, warum ich mich in der AG Antirassismus engagiere, weil eben Rassismus so ein sensibles Thema ist und auch hochemotionalisiert und Menschen sich eben nicht gerne als in Anführungsstrichen Rassisten labeln lassen möchten, auch wenn sie eigentlich bewusst oder unbewusst Mikroaggressionen einfach auch ausdrücken, sage ich jetzt mal. Insofern wäre vielleicht interessant oder mein Wunsch wäre eigentlich, dass man mit diesem Thema sehr offen auch umgehen kann, dass die Betroffenen sich nicht verstecken müssen, sich rechtfertigen müssen, auch noch tatsächlich solche Bemerkungen gefallen lassen müssen, dass sie eben zu empfindlich sind, weil ich denke, Rassismus tatsächlich als Phänomen einfach noch nicht unbedingt angekommen ist und die Annahme, Rassismus gehöre nicht an einer Universität, ist korrekt, aber sie ist nun mal in manchen Bereichen da. Und deswegen muss sie eben auch angegangen werden. Ja, vielen Dank. Darf ich, Lina? Ja. Vielen Dank auch von meiner Seite, auch nochmal von sozusagen einem Fallbeispiel aus Homburg. Ich finde das super wichtig und ich nehme für mich mit, dass wir auch diese Dinge einfach sammeln müssen und ansprechen müssen. Und ich bin ja nun mal auch als Vertreter mit Irini zusammen hier als Vertreter der Studierendenschaft da. Und wir sammeln einfach solche Dinge und sprechen die dann an, diskutieren die in Form von Anträgen und machen dann das Präsidium oder auch im Senat immer wieder darauf aufmerksam, auch in anderen Gruppen. Und ja, ich fühle mich eigentlich auch so ein bisschen bestätigt darin, dass das gut ist, dass wir das machen und dass es wichtig ist, dass wir weiter daran arbeiten müssen. Und ja, fand das Ganze heute Abend sehr, sehr bereichernd, habe auch viel für mich mitgenommen. Vielen Dank. Irini, möchtest du vielleicht weitermachen? Und ja, ich möchte mich eigentlich nur Lukas anschließen. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Sehe ich absolut auch so. Und ich finde das auch total wichtig, dass wir heute hier zusammengesessen haben. Und also es ist auch persönlich, ich habe das Gefühl, dass es für mich persönlich auch einfach bereichernd ist und gut ist, dass wir über sowas sprechen und dass ich mein eigenes Verhalten nochmal reflektiere. Und es gibt mir halt auch für meine Arbeit als erster Vorsitz super viel und macht mich für viele Sachen sensibler. Und das finde ich total wichtig.
Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich heute hier dabei sein durfte. Und vielleicht als kurzer Disclaimer auch nochmal an alle ZuschauerInnen. Der AStA hat immer also zu Corona-Zeiten keine offene Tür, aber eine virtuell offene Tür und offene Ohren. Genau. Danke, Irini. Latifa, möchtest du auch was sagen? Ja, und zwar, ich kann mich halt nur dem anschließen, was bis jetzt gesagt wurde. Und ja, also an der Uni also es ist gut, dass man dieses Gespräch startet und diese Ideen weiterleitet, weil Diskriminierung an der Uni auch klassistische Hintergründe haben kann, eventuell. Zum Beispiel, wenn Studierende sich mit dem Unileben überhaupt noch nicht auskennen, weil sie vielleicht aus einer Arbeiterfamilie kommen und dass sie halt quasi nicht Sachen, die für andere selbstverständlich sind es für diese eben nicht. Und ja, da finde ich es auch gut, dass man dafür sensibilisiert ist und wenn eine Stelle, die halt quasi dadurch existiert, um den Studierenden zu helfen, auch wirklich offen damit umgeht, dass man sich auch traut, Fragen zu stellen, wo man merkt, okay, ich habe das Gefühl, jeder weiß das, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Und deswegen, ja, also ich finde es gut, dass es existiert und ich finde es auch gut, dass dieses Event jetzt gestartet wurde und dass ja, man so ein bisschen Feedback an die Uni weitergeben kann und ich weiß es auf jeden Fall auch zu schätzen. Vielen Dank, Latifa. Möchte denn noch jemand anderes auch etwas hinzufügen von den Panel-Mitgliedern? Ja, Lisa sehr schüttelt gerne. den Kopf, aber Estelle? Gerne. Was ich nochmal sehr bewusst mitnehme von diesem heutigen Abend ist, dass Hinsehen sehr wichtig ist und genauso, dass man mit Awareness handelt und mit Awareness lebt. Und dass offene Begegnungen Chancen und Bereicherungen bringen. Und ich möchte mich natürlich an dieser Stelle allen Teilnehmenden, insbesondere den Diskussionsteilnehmenden, nochmal sehr herzlich und ausdrücklich bedanken. Das war ein ganz toller Abend für mich. Natürlich nochmal meinem Team Danke sagen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns einig sind, dass wir dieses Format beibehalten und auch erweitern werden und den Austausch und den Diskurs auf unserem Campus weiter voranbringen. Vielen Dank, Estelle. Ich bin nicht sicher, ob wir Emily unterwegs verloren haben, denn ich sehe sie nicht mehr unter dem kleinen Button unten. Emily, wenn du da bist, möchtest du noch was sagen? Ah, perfekt, schön. Möchtest du was sagen? Ja, also ich wollte nur sagen, ich fand es ein richtig, richtig tolles Panel. Also ich fand die Gesprächsatmosphäre sehr angenehm mit allen. Also ich finde, also wenn ich jetzt einen auf cool machen würde, würde ich sagen, wir haben alle richtig gut gewiped. Und dann hoffe ich, dass ihr alle noch einen schönen Abend habt und ja, auch eine schöne Woche. Es ist ein guter Start in die Woche gewesen. Ich danke dafür. Vielen Dank, Emily. Wunderbar. Quentin, möchtest du noch was sagen? Ja, und zwar, ich freue mich, dass eine Initiative dazu geführt hat, dass wir diese Diskussion haben konnten und was noch der internationale Ruf der Uni angeht, und muss ich noch sagen, dass ich auch bereit wäre, auch irgendwie ehrenamtlich dazu beizutragen, zum Beispiel im Rahmen des Empfangs neuer Studierender zum Beispiel irgendwie. Und ja, und ich freue mich noch über unser Gespräch, ja. Vielen Dank nochmal auch von mir und natürlich auch von Mario an allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und natürlich auch an die Zuschauer, die auch bis zum Schluss etwas überzogen, aber alle noch da, oder die meisten, das finde ich super. Ich würde gerne auch das Wort anschließend an
ja, an Moment, jetzt mal Michelle Fröse-Kuhn, genau, Michelle Fröse-Kuhn weitergeben, genau, und mich auch nochmal bedanken überhaupt über diese Möglichkeit dieser Diskussionsrunde, weil ich finde, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen und auch sehr wichtig, dass die Angelegenheit der Studenten und der Dozenten auch oder Angestellte sichtbarer werden. Ja, vielen Dank von meiner Seite aus. Wow. Dann sage ich ja noch ganz schnell 2 Worte, bevor wir abgeben. Ich habe den Eindruck, die 2 Stunden sind verflogen. Wir können, glaube ich, noch sehr lange weiterreden. In ganz vielen verschiedenen Punkten, die wir angesprochen haben, die noch vertieft werden müssten, glaube ich. Aber es ist ja schon angekündigt worden, dass das Format weitergeht. Ich glaube, nächstes Mal vielleicht sogar auf Englisch, habe ich gehört. Wir sind alle gespannt und übergeben jetzt ganz gerne an die Stabsstelle zurück. Ja, Mariolina, herzlichen Dank. Ja, es ist noch sind andere Sprachen geplant, andere Zeiten auch, weil, wie gesagt, Inklusion ist uns ein wichtiges Thema. Die Kontaktstelle Studium und Behinderung ist mehrfach lobend genannt worden. Sehr cool. Was ein bisschen untergegangen ist, ist natürlich das Familienbüro der Universität des Saarlandes, das Audit. Und ganz kurz Werbeblock in eigener Sache. Wir haben am Mittwoch ein Elterncafé mit einem Input eines Vertreters vom Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter. Und wir freuen uns über sehr viele Anmeldungen. Okay, das nur am Rande. Es war wieder einmal sehr beeindruckend, wie immer es ist, wenn ein diverses Team zusammenkommt, wenn Menschen den Dialog suchen und interessante Aspekte mitbringen. Ich habe viele neue Vokabeln gelernt, Viben etc. Wir sollten vielleicht auch noch die Dimension Altersunterschiede mit in die Diskussion bringen. Aber wir haben auch gelernt, es geht nicht immer um Perfektion. Es geht um Freiheit zu sprechen. Es geht aber auch um Toleranz und wo deren Grenzen sind. Wir haben sehr viele wichtige und schwierige Themen heute angesprochen. Nun ja, Diversität ist ein breites Feld und es gibt immer viele, viele bunte Mosaiksteine, die ein Bild kreieren. Wir werden weiter daran arbeiten, das sichtbar zu machen. Es bleibt mir am Schluss zu sagen, eine Hochschule für alle. Wir sind dabei und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie alle auch bei der nächsten Veranstaltung dabei sind, in irgendeiner Form als ZuschauerInnen oder als Panel-TeilnehmerInnen, wie auch immer Sie sich einbringen möchten. Fühlen Sie sich willkommen. Ich sage danke, thank you, merci beaucoup, gracias, shukran, dhanyavad und Evaristopoli. Danke auch, dass ich da sein durfte. Tschüss. Ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Tschüss. Habt noch einen schönen Abend. Vielen Dank euch allen. Schönen Abend. Bis bald.